Wir als Projekt Memoria erheben den Anspruch, den Mensch im Kontext historischer Ereignisse zu zeigen. Häufig ist es so, dass der Mensch auch hier nur als Objekt fungieren kann. Er hat die Dinge erlebt, aber war ja doch eher Spielball dessen, was in der Weltgeschichte so passiert ist. Wenn man allerdings selber später zum handelnden Subjekt der Geschichte wird und diese auf unterschiedliche Art und Weise vielfältig prägen kann, dann mag das für solch ein Interview sicherlich einen zusätzlichen Reiz beinhalten, auf der anderen Seite natürlich eine gewisse Schwierigkeit. Und wenn zu guter Letzt die zu interviewende Person auch selber noch über die Geschichte geforscht hat, dann mag das auch einen zusätzlichen Reiz beinhalten, aber auch das hebt das Interview auf eine, sagen wir nun, schwierigere Ebene. Wo ist die Trennung zwischen persönlich Erlebtem und selber Erforschtem? Nun, ich hoffe, dass uns das in diesem Fall gut gelungen ist mit Herrn Professor Günther Brackelmann. Herr Professor Brackelmann, wir haben uns heute hier in Ihrem Haus in Bochum-Quernburg getroffen. Dieser Stadtteil, diese Stadt war für Ihr Leben prägend. Sie sind hier am 3.9.1931 geboren und entstammen einer Bergarbeiterfamilie. Sie selber sagten über Ihre Familie, da wurde angepackt und nicht lang nachgedacht. Sagen Sie, inwieweit Ihre eigene Familie, eine für die damalige Zeit typische, die Gesellschaft in Bochum widerspiegelnde gewesen ist? Also da würde ich sagen, dass die meisten Nachbarn und auch die meisten Bochumer ähnlich gelebt, gedacht haben, wie bei uns auch. Das war nichts Besonderes, das war die typische Haltung und Denke, die Menschen in abhängiger Arbeit nun seit Jahrhunderten gehabt haben. Das ist nichts Besonderes. In welcher Form war die Industrie im damaligen Stadtbild präsent? In Quernburg gab es überhaupt keine Metallindustrie, sondern es gab am Rande des Ortes zwei Bergwerke, die Zeche Mansfeld, Schacht 5 und die Zeche Klosterbusch. Und auf diesen beiden Zechen haben die meisten meiner Verwandten von mütterlicherseits, der Lindenberger, haben auf diesen Zechen gearbeitet. Und zwei Brüder von meinem Großvater sind verunglückt auf der Zeche, tödlich. Und keiner von denen hat jemals das Rentenalter von 65 erreicht. Sie wurden alle vorher schon aus dem Verkehr gezogen, entweder die Steinstaublunge oder hatten Verletzungen, die eine normale Arbeit nicht mehr zuließen. Der Pütz, so sagte mein Großvater, ist eine Knochenmühle. Sie sind seit vielen Jahren Mitglied der SPD. Glauben Sie, in dieser Familie und dieser Stadt aufwachsend, hätten Sie jemals etwas anderes werden können als Sozialdemokrat? Doch, ich hätte auch was anderes werden können, aber vom Umfeld her, hier im Ruhrgebiet nach dem Kriege und auch im Umfeld von Quernburg, war natürlich die gewerkschaftliche Bewegung noch wichtiger eigentlich als die SPD. Ich bin nun dann in meinem Werdegang Mitglied sowohl der IG Metall geworden, weil ich als Student in Metallbetrieben gearbeitet habe und später auch andere Kontakte zu IG Metall gehabt habe. Und ich bin dann Sozialdemokrat geworden, nicht nur aufgrund des Milieus, sondern im Zuge meiner Beschäftigung mit der deutschen Sozialgeschichte und mit der politischen Geschichte. Ja. Lassen Sie uns auf Ihren familiären Hintergrund eingehen. Sie sind mit zwei jüngeren Schwestern aufgewachsen. Ihr Vater hat als erster in dieser Familie die gerade erwähnte Bergarbeitertradition durchbrochen und ist Sparkassenangestellter geworden. Ja. Welche Werte wurden Ihnen durch ihn vermittelt?
Da muss ich darauf hinweisen, dass mein Vater 1937 eingezogen wurde. Ne? 1935 gab es ja wieder die allgemeine Wehrpflicht. Und dann war er bis 1944 hin und wieder auf Urlaub zu Hause. Ich selbst habe überhaupt kein Vatererlebnis gekannt, denn in den kurzen Urlauben, naja, da machte man das, was Urlaub ist. Ne? Also mit ihm diskutiert oder von ihm irgendwelche Anregungen geistiger Art oder politischer oder religiöser Art habe ich eigentlich nie bekommen. Das ist das Schicksal vieler Kinder gewesen, dass sie, wenn man so will, kurz vor dem Krieg und im Krieg ohne Vater groß geworden sind. Und die entscheidenden Figuren in meiner Jugend waren Frauen. Das war meine Mutter und dann hinterher nach dem Krieg meine Großmutter, bei der wir dann mit unserer kleinen Rumpffamilie unterkrochen. Denn der Vater war 45, das wussten wir aber noch nicht 45. Das haben wir erst 1948 durch das Rote Kreuz erfahren, dass er gestorben ist als Soldat. Und das war natürlich klar. Meine Mutter bekam eine sehr kleine Rente von 120 D-Mark. Den Bescheid habe ich heute noch, mit 3 unmündigen Kindern, denn ich war ja damals auch noch unmündig. Da blieb ihr gar nichts anderes übrig, entweder irgendeinen Mann zu finden, der sie heiratet, das ist aber ziemlich schwer mit 3 Kindern, oder aber man kroch bei den Eltern unter. Das hatte aber im Ruhrgebiet Tradition. Wenn Kinder nicht zurechtkamen oder irgendwelche Schicksale erlitten, dann sind viele immer wieder nach Hause, wie man damals sagte, zurückgegangen und haben dort dann versucht, einigermaßen in Frieden nebeneinander und nicht nur gegeneinander zu leben. Wir werden auf diese Nachkriegszeit und auf das Verhältnis zu Ihrer Mutter und Ihrer Großmutter in der Nachkriegszeit noch zu sprechen kommen. Sagen Sie, war Ihnen Ihre Mutter auch vor dem Krieg schon eine wichtige Bezugsperson? Das kann ich eigentlich nicht sagen. Man muss dabei auch immer bedenken, die Kinder, oder nicht alle, aber viele Kinder damals, waren eben in der Familie, aber dass sie nun besonders hofiert geworden wären oder dass man sich nun besonders um sie gekümmert hätte, sie liefen mit. Nicht? Ja. Das ist nicht wie heute, wo man also den Tanz um die Kinder macht und so weiter. Und die Kinder mussten sehr schnell kleine Erwachsene werden. Wir haben zum Beispiel ja eigentlich, würde ich mal sagen, eine Kinderzeit in der klassischen Form eigentlich nie gehabt. Nicht? Sondern es war eine Kinderzeit unter den Bedingungen dann des Krieges und der Nachkriegszeit. Aber dann war ich ja schon junger Jugendlicher. Diese Kinderzeit unter Bedingungen des Krieges, auch unter Bedingungen des Nationalsozialismus, muss in Ihrer Familie auch dadurch geprägt gewesen sein, dass Ihre beiden Familien quasi, die Familie Ihrer Mutter und die Familie Ihres Vaters, aus sehr unterschiedlichen Milieus kamen. Ihre Familie mütterlicherseits war sozialdemokratisch geprägt, war gewerkschaftlich Gewerkschaftlich. geprägt. Ja. Und stand dem Nationalsozialismus eher ablehnend gegenüber, ja, während es väterlicherseits nicht der Fall gewesen ist. Nein, mein Vater selbst und sein Bruder und die ganze Familie väterlicherseits waren kleine Nationalsozialisten in einem unbedeutenden Vorort von Bochum. Das ist nicht so dramatisch. Aber man hat dann auf den gemeinsamen Festen, das blieb ja nicht aus, dass man sich mal begegnete, während des Krieges und vor allen Dingen nach dem Krieg, hat man habe ich nie erlebt, politische Themen besprochen. Ja. Das gab es überhaupt gar nicht. Ja? Und schon vor uns Kindern sowieso nicht. Ne? Für die Kinder hieß das immer, wenn wir was sagten, holde Mule, halt den Mund. Nicht? Kinder waren eben kleine, dumme Geschöpfe. Ihr Vater war nicht nur Parteimitglied, soweit ich weiß, sondern auch Mitglied der SA zeitweise? Ja, er war Mitglied der SA. Warum? Er war ein durchaus in Bochum damals bekannter Sportler, Turner, Leichtathlet.
Und die SA hat ja sehr viel auf Sport Wert gelegt und da sind viele junge Leute seines Alters sind aus sportlichen Gründen in die SA gegangen. SA ist ja noch nicht Mitglied der NSDAP zu sein. Das wäre wieder ein Folgeschritt gewesen. Den ist er aber auch gegangen, nämlich als er jetzt nach einer Arbeitslosigkeit in der Zeit meiner Geburt, war der Vater arbeitslos, dann eine Stelle bei der Stadt bekam. Und da war die Voraussetzung natürlich schon, dass man in der Partei sein musste. Sonst hättest du da keine neue Anstellung bekommen. Ja. Sie sind 1938 auf die Volksschule gekommen. Glauben Sie, dass Sie ein strebsamer Schüler gewesen sind? Ich würde mal so sagen, strebsamer Schüler bin ich eigentlich immer gewesen. Das ist sozusagen die zweite Natur meiner Kindergeneration. Wir konnten uns ein Luxusleben und ein Leben in Überfluss ja überhaupt nicht vorstellen. Und das bedeutet auf der anderen Seite, dass man von vornherein wusste, du musst etwas leisten. Also die Tatsache von Leisten begleitet die ganze Kindheit. Ja? Und das war auch auf der Schule so. Aber ich war auf der Schule auch ein bisschen unruhig und hab die Lehrer wohl viel geärgert. Denn in meiner Volksschulzeit habe ich viel, wie man im Ruhrgebiet sagt, Sänge bekommen. Das hieß, der Lehrer holte aus dem Pult den Stock und dann hat er die nicht braven Jungs auf den Hintern gekloppt. Und die Mädchen haben damals, so habe ich erlebt, andere haben das anders erlebt, die bekamen dann so Schläge mit dem Stock auf die Hände. Ja. Also Strafe gehörte noch zu meiner Zeit in der Volksschule zum täglichen Geschäft. Mal abgesehen von der Volksschule, war dieser Fleißgedanke, dieser Gedanke des Strebens, Sie sagen gerade, man hat keine Alternativen gehabt, man musste quasi strebsam sein. Ja. War das etwas, was Sie vor dem Krieg, während des Krieges und auch während Ihrer Schulzeit in der Nachkriegszeit begleitet hat? Ja. Ein verbindendes Element quasi. Ja, ich würde das als das wichtigste Element überhaupt bezeichnen. Ja. Nicht? Wir konnten uns keine bürgerliche Lachsheit erlauben. Lassen Sie mich nun die Frage nach Ihrem Lieblingsfach stellen. Das war eindeutig und klar Turnen, Sport. Ja. Ja, und ich habe also nach 1945 war ich dann in TuS Quermburg in der Schülermannschaft, erste Jugend und habe dann auch als Student noch in Unimannschaften gespielt und wäre auch beinahe mal in eine höhere Klasse gekommen nach Preußen-Münster. Aber das ist Gott sei Dank zerschlagen worden. Nein, das war für mich das Wichtigste. Und in der Schule später dann im Gymnasium war natürlich Geschichte für mich ein sehr wichtiges Fach. Wir mussten dann ja auch Latein und Griechisch lernen, aber das waren die Pflichtübungen, nicht? Das hat man eben gemacht, weil es üblich war. Aber mit Wonne habe ich eigentlich gerne Sport und Geschichte. Sie selber haben sich als Nutznießer der nationalsozialistischen Schulpolitik bezeichnet. Ja, das ist ganz einfach. Im 4. Schuljahr kamen SA-Leute in die Schule und fragten dann in der 4. Klasse, wer geht zur höheren Schule? Und da meldete sich, damals war ich in Altenbochum in der Volksschule, meldete sich so gut wie keiner. Das war eine reine Arbeitergegend, ne? Straßenbahner, Bergleute und alle möglichen, aber keine akademischen. Wir hatten, glaube ich, keinen in der Klasse aus einer akademischen Familie und es meldete sich keiner. Und dann sagte die Lehrerin, hier, der Günther hier, der ist nicht schlecht, der könnte wahrscheinlich die höhere Schule schaffen. Und dann haben sie den Namen aufgeschrieben und haben dann meinen Eltern geschrieben, dass sie dafür sorgen könnten, dass ich zum Gymnasium käme, wenn ich die Aufnahmeprüfung bestehen würde. Damals gab es noch Aufnahmeprüfungen, nicht, in den Schulen. Ja, und auf die Weise bin ich dann, wenn man so will, durch die NS-Schulpolitik, die ja sehr viel Wert darauf legten, dass da auch andere Leute mal auf höhere Schule kamen, auf Universitäten und so weiter, als zu Kaiserszeiten. Insofern kann ich sagen, ich bin ein Produkt der
der NS-Schulpolitik gewesen. Ja. Sie bezeichneten Ihr Gymnasium, auf das Sie dann gingen, als eine bürgerlich-katholisch dominierte Schule. Ja, dieses sogenannte staatliche Gymnasium war vorrangig geprägt durch katholische Lehrer. Wir hatten nur ein oder zwei evangelische Lehrer, das waren nicht viele. Und es war ein traditionell bürgerlich-städtisches Gymnasium. Und das war aber dann in unserer Klasse schon anders, weil da auch Leute aus Arbeiterkreisen schon hinkamen. Nicht? Also die Mehrheit, mit denen ich dann Abitur gemacht habe, 1952, kamen alle nicht aus akademischen Familien, sondern kamen alles aus Unterschichten oder aus Arbeiterschichten. Ja? Das muss man sehen. Das war dann später, nachdem wir weg waren, in den 60er Jahren anders. Da kam die große Restauration wieder. Ne? Mhm. Aber vorher gibt es für die Schule etwas für den kleinen Mann Günstiges. Das ist ja jetzt kein Plädoyer für die NS-Zeit oder so, es wäre ja Unsinn. Ne? Nur das muss man also ganz deutlich sehen, dass es so ganz bestimmte volkstümliche oder volkssozialistische Elemente gegeben hat. Ne? So zum Beispiel konnten ja jetzt auch Leute Offizier werden in der Wehrmacht ohne Abitur. Das war in Weimar und in der Kaiserzeit unmöglich. Ja. Das hat natürlich viele angesprochen. Ne? So sehr dieser Schulwechsel aus Gymnasium für Sie selber vielleicht eine gewisse Befriedigung darstellte, so sehr missfiel er Ihrer Mutter und Ihrer Großmutter, die damals Ihre Bezugspersonen waren. Also da muss man sagen, dass sich meine Mutter und meine Großmutter und der Großvater, die haben sich nie um die Inhalte gekümmert, die ich da auf dem Gymnasium zu bewältigen hatte. Die haben immer nur geguckt, wenn es Zeugnisse gab, ob da unten drunter stand, versetzt. Und das ist auch der Grund, warum man dann schon mit 10, 11 Jahren völlig selbstständig geworden ist. Ja? Nicht? Am Anfang hat sie noch mal so Vokabel abgehört oder so, aber das war schnell wieder vorbei. Und ich musste jetzt sehen, dass ich durch die Schule so durchkam. Und das ging dann ja in der Evakuierung weiter. Ja. Da war ja keiner. Ne? Lassen Sie mich auf diese Frage nochmal zurückkommen. Sie haben in Ihren autobiografischen Skizzen, zum Beispiel Ich war ein Querenburger Junge, geschrieben, dass ja nun entweder Ihre Mutter oder Ihre Großmutter oder beide diesen Wechsel als eine Überschreitung von Standesgrenzen gesehen haben. Ja, also man muss immer dabei bedenken, die Regel war, dass bei diesen Schichten, die bei uns wohnten, der Besuch einer höheren Schule, Abitur machen und so weiter, damals kein erstrebenswertes Ziel gewesen ist. Das kommt auch alles erst später. Ja? In der damaligen Zeit hatte man ein gewisses Misstrauen gegenüber Akademikern, gegenüber Studierenden, gegenüber Leuten auf der höheren Schule und so weiter. Das habe ich dann auch noch so etwas erlebt, dass man dann, als ich dann weitermachte auf der Schule, nach einer kurzen dramatischen Unterbrechung, aber nur von wenigen Tagen, habe ich das auch immer wieder zu spüren bekommen. Man war nicht mehr so voll integriert in die Querenburger Jungenschar, ne, wie vorher. Es war immer eine gewisse Distanz dabei. Gab auch Leute, die sagten, der will was Besseres sein, der will was Besseres werden und so weiter und so weiter. Das war dann später, als ich nach Querenburg wieder kam, ich kam ja dann nach Querenburg an die Uni, ne? Ja. Waren sie natürlich alle stolz auf mich. Ne? Aber so in der Jugendzeit habe ich dann doch eine Distanz gespürt. Lassen Sie mich nach der Ursache dieses Misstrauens fragen. Glauben Sie, dass man sich als vielleicht gewerkschaftlich organisierter Mensch, als vielleicht der kleine Mann damals, nicht hätte vorstellen können, dass es die sogenannten Eliten sind, die sich auch für den kleinen Mann einsetzen können? Also das hat es bestimmt auch gegeben, aber das war nicht die Regel. Eigentlich lebte und dachte man sehr in abgeschlossenen Kreisen. Ja?
zum Teil sehr kleinbürgerlich, sehr kleinkariert, sehr konservativ, ne, bis reaktionär und so weiter. Und hatte für das, was man bürgerlich nennen kann, nicht, hatte man nicht sehr viel Verständnis. Das kommt alles, wie gesagt, erst in den Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Ja. Lassen Sie mich ein Zitat von Ihnen vortragen über Ihre Schulzeit. Ich war in vielerlei Hinsicht der richtige gottgläubige Schüler aus einer NS-Familie, um die Schule zu entkatholisieren. Das haben Sie gesagt. Ja, das habe ich aber erst später erfahren, nach dem Kriege, durch einen Lehrer, der also mir dann erzählt hat, warum ich überhaupt aufs Gymnasium gekommen war. Das wäre von Haus aus, wäre keiner auf die Idee gekommen, mich Latein und Griechisch lernen zu lassen. Das war unmöglich, ne? Ja. Und so weiter. Und der hat mir dann auch die Geschichte erzählt, dass das von der Partei aus gelenkt war und dass man versucht hat, dadurch die Schule langsam aber sicher zu entkatholisieren. Ja. Die Partei hat Sie also nicht aus reiner Selbstlosigkeit aufs Gymnasium geschickt. Nein. Wir hatten eine Funktion. Ja. 1941 sind Sie zum Jungvolk gekommen. Ja. Was faszinierte Sie daran? Da muss man jetzt um der Ehrlichkeit und Redlichkeit willen sagen, dass für die meisten Jungen in meinem Alter der Jungvolldienst, das war ja noch nicht die HJ, die HJ kam ja erst ab 14, der Jungvolldienst eine wunderbare Sache gewesen ist. Da hat man gesungen, da hat man Sport betrieben, da hat man Nachtmärsche gemacht, da hat man Geländespiele gemacht. Also alles das, was Jungen in dem Alter einfach interessierte und was Spaß machte. Die Hintergründe, wofür wir ausgebildet wurden für später, die kannten wir doch gar nicht, die wussten wir gar nicht, ja. Aber die Sache selbst, die Jungvolkszeit, war eine sehr, sehr gute Zeit. Vor allen Dingen dann auch im KfV-Lager. Das war etwas, dem viele Jungen damals entgegengesehnt haben, daran teilzunehmen? Ja, natürlich. Ja. Denn das Jungvolk machte ja nichts anderes, als was von der Jugendbewegung her in der Weimarer Zeit bekannt war. Die haben das ja nur, wenn man so will, übernommen und so ein bisschen gebräunt. Aber die eigentliche ideologische Erziehung, die war noch nicht in dieser Jungvolkszeit. Die kam erst später, beziehungsweise der Versuch dann auf der Schule. Lassen Sie uns über den Zweiten Weltkrieg sprechen. Sie haben gesagt, dass Sie wenig Kontakt zu Ihrem Vater in der Zeit hatten, dass er persönlich nicht immer so präsent gewesen ist, weil er erst im Frankreich-Feldzug gedient hatte und später dann in Russland. Ja. Wann ist, abgesehen von dieser Tatsache, der Krieg für Sie in Bochum spürbar geworden? Also der Krieg wurde eigentlich erst spürbar, als 1941, 1942 die ersten Bomben fielen, die ersten Angriffe waren und vorher die Bunker gebaut wurden und so weiter. Aber das waren ja noch keine Flächenbombardements damals am Anfang, sondern da fiel mal hier eine Bombe und dort eine. Und da sind wir dann hingerannt, haben uns angesehen, wie so ein zerstörtes Haus aussieht. Wir haben Bombensplitter gesammelt und nach Größe und Farbe untereinander verteilt und so weiter und so weiter. Also das war für uns mehr ein Spiel. Ja? Das wurde dann anders, als schon Ende 1942 und vor allen Dingen Anfang 1943 mit dem Kulminationspunkt des Pfingstangriffes 1943 in Bochum, da kriegten wir Angst. Denn da haben wir überhaupt erst gelernt, also relativ spät, da sind ja schon 3 Jahre Krieg, ne? Relativ spät ist der Krieg hier uns ganz persönlich als Kinder hier bewusst geworden. Ja. Ja. Und das muss man auch jetzt sehen, dass wir dann beglückt waren, hier rauszukommen. Und zwar dann in eine Provinz, die wir eigentlich ja nur vom Erdkundebuch her oder vom Erdkundeunterricht her kannten, nach Pommern. Und nach Köslin. Nach Köslin, nicht? Das haben wir also alle mehr oder weniger dankbar begrüßt. Ja? Bei den Eltern und die hier blieben, sah das schon anders aus, aber wir sprechen ja jetzt, wie wir das empfunden haben. Und wir wurden dann in Köslin ja auch großartig empfangen auf dem Bahnhof von der Kösliner Hitlerjugend und dem BDM und so weiter.
und die zogen mit uns dann durch die Straße zu dem Haus, von dem aus wir dann auf die Familien verteilt wurden. Das war also eine Bombenstimmung. Und in Köslin gab es überhaupt keine Bombenangriffe. Die hatten überhaupt noch nichts vom Krieg unmittelbar gemerkt. Ja. Ne? Sie wurden auch deshalb evakuiert, weil Ihre Wohnung zerstört worden war? Ja, aber das wäre auch ohne Zerstörung geschehen. Okay. Es wurden ja die Schulen evakuiert. Ja. Und da spielte dann die Frage, ob da die Wohnung existierte oder nicht, spielte keine große Rolle. Und Sie sind mit Ihrer Familie gemeinsam oder mit dem jungen Also Volk ich bin nach Köslin? zuerst alleine nach Köslin gefahren, habe auch dort dann bei sogenannten Pflegeeltern gewohnt. Und meine Mutter kam dann wenige Monate später, nachdem sie noch ein Kind geboren hatte, kam sie dann nach Köslin nach. Aber wir wohnten nie zusammen, weil es überhaupt keine Wohnung für 4 Personen gab. Ich bin dann bei einer anderen Pflegeelternpaar gewesen, aber nicht weit von da aus wohnte dann meine Mutter auf einem Zimmer mit 2 Kindern. Wir haben diese Zeit, es gibt auch andere Beispiele, die bedeutend besser sind. Wir haben diese Zeit in Köslin eigentlich nur bedrückend erlebt. Die Bevölkerung hat uns nie akzeptiert. Wir waren eben Flüchtlinge und Flüchtlinge werden in der ganzen Welt nicht akzeptiert, mit entsprechenden einzelnen Ausnahmen. Ja? Und wir haben damals ja auch gesungen, nur der Führer ganz allein setzt unseren Sonderzug nach Bochum wieder ein. Nicht? Und haben dann gesungen, Westfalen Glück auf und Pommern versauf. Also wir hatten also eine sehr, am Ende, nicht am Anfang, am Ende 44, Ende 44, ein sehr gespanntes Verhältnis zu unserer neuen Heimat. Ja. Glauben Sie, dass der Nationalsozialismus und die Propaganda für Sie damals eine Stärkung bedeutet haben? Sie konnten sich daran festhalten? Ja, natürlich. Aus den Briefen, die ich an meinen Vater geschrieben habe, geht das ja deutlich hervor. Wir waren im Kopf, waren wir alles kleine Deutsche, so wie der Führer und das System uns haben wollten. Wir dachten so und unser großes Ziel, ich schreibe dann ja auch, lieber Vater, mein höchstes Ziel ist, einmal Soldat zu werden. Das schreibe ich mit 13 Jahren. Nicht? Also das war aber, wenn man so will, durchaus normal. Nicht? Das ist auch nichts Besonderes, denn für uns war das Soldatsein eigentlich das große Ziel. Ne? War der Krieg bis zuletzt in Köslin nicht spürbar? Also wir sind noch im Januar 1945 rausgekommen und im Februar, Anfang Februar 1945 ist Köslin schon von den Russen erobert worden. Das heißt, wir sind noch ziemlich kurz vor Schluss über Nordpommern. Nicht? Die Russen kamen ja vom Süden nach Pommern. Die kamen nicht vom Osten, sondern die kamen vom Süden. Sind wir noch soeben durchgeflutscht über Stettin nach Berlin. In einem Güterwaggon? Ja, immer. Und Sie haben während dieser Reise Kälte und Hunger gelitten? So hatte ich gelesen. Ja, also wie soll man das mal sagen? Die Verpflegung war immer knapp, aber es gab immer was, auch auf der Flucht. Und auch auf den Bahnhöfen gab es immer irgendwo Suppe oder ein Stück Brot. Das muss man sagen, die Organisation der Flucht, ja, vor dem Zusammenbruch, war noch eine Großtat von vielen Einheimischen in den einzelnen Orten. Sie haben gerade erwähnt, dass Sie Lieder gesungen haben über Bochum, dass Ihnen Bochum dann wohl auch als Heimatort erschienen ist in dieser Zeit während der Flucht. Als Sie Ende Januar 1945 sich dann auf den Weg zurück nach Bochum gemacht haben, wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie ankamen? Also wir haben ja verhältnismäßig Glück gehabt. Meine Mutter hatte ja ein Kleinkind. Und Mütter mit Kleinkindern hatten bis zum Ende des Krieges auf deutschen Bahnhöfen und bei deutschen Behörden immer eine Sonderbehandlung. Ja? Das war nach dem Krieg ganz anders. Aber und insofern bekamen wir öfter Platz in Zügen, den wir sonst nie bekommen hätten. Und insofern
dauerte das Ganze knapp 14 Tage etwa, da waren wir hier. Über Ihren ersten Eindruck, als Sie den Zug verließen, haben Sie geschrieben, schließlich hielt unser Zug in einer riesigen Trümmerlandschaft und irgendwer schrie Bochum. Ja. Waren Sie auf das vorbereitet, was Sie da sahen? Nein, überhaupt nicht. Das hatten wir ja nicht erlebt. Wir haben ja diese totale Zerstörung von Ortsteilen und so weiter, das haben wir ja vor 1943 bis 1943 nie erlebt. Und ich werde nie vergessen, bis heute nicht, als wir ausstiegen, gab es zwei markante Gebäude, die noch stammen. Das war einmal die Kirche, der Kirchturm der Marienkirche, ne? Und das Luchhaus. Das ist das Haus, wo heute die Kinos sind, ne? Dieses Hochhaus da. Die standen noch und alles andere war nur platt, kaputt und so weiter. Es gab dann so kleine Wege über die Trümmer, da liefen hin und wieder Leute oder fuhren mit einem Leiterwagen her und haben irgendwas transportiert, aber es gab kein städtisches Leben mehr. Das war also alles total kaputt. Und das war für mich eigentlich eines der wichtigsten psychischen Erlebnisse auch, eine zerstörte Stadt vorzufinden und sich jetzt nun neu einzurichten auf diese Stadt. Das dauerte dann ja noch bis zum bis zum 10. April 1945. Ja. Da wurde Bochum von den Amerikanern besetzt. Ja? Das heißt also, wir sind einen Monat vor der Kapitulation schon besetzt worden. Und dann beginnt eine Zeit, ja, wie soll man das jetzt nennen? Die war für uns ja dramatisch insofern, als ja alles knapp war. Der Mangel war das Allgemeine. Während wir im Krieg selbst ja einigermaßen sogar nicht schlecht gelebt haben, nicht? Aber nach dem Krieg, da beginnt jetzt die Zeit der Knappheit, nicht? Irgendwas zum Anziehen zu bekommen, irgendwas zum Essen zu bekommen, irgendwie mal bessere Kleidung zu bekommen, Schuhe zu bekommen und so weiter und so. Das gab es ja gar nicht. Ja. Also haben die Frauen, die übrigens nebenbei gesagt, nach meiner Erfahrung, den Schrecken des Krieges am meisten getragen haben. Nicht? Das muss man einfach deutlich sehen. Denn so eine Familie dann über die Runden zu kriegen, das war eine enorme Leistung. Ne? Die waren von morgens bis abends irgendwo unterwegs, auf Behörden, Bezugsscheine holen, sich anstellen in die Reihe, um irgendwo was zu essen zu kriegen und so weiter. Das kann sich die heutige Jugend ja überhaupt nicht mehr vorstellen. Ja. Aber wenn man in einer solchen Umgebung groß geworden ist, dann weiß man zu schätzen, was wir erreicht haben. Ja. Nicht? Dann ist diese ewige Meckerei, die heute üblich ist, die kotzt einen an. Lassen Sie mich noch kurz auf den Krieg selber eingehen. Als Sie nun nach Bochum kamen, da war ja eigentlich abzusehen, dass der Krieg verloren war. Ja, ja. Auch für Sie damals? Ja, ja. Also für uns war das eigentlich dann auch zu Hause im Umfeld klar. Aber, und jetzt wird es spannend, es gab immer noch genügend Leute, die haben an die Wunderwaffe des Führers geglaubt. Das war eine Redensart, Wunderwaffe des Führers. Damit waren die V2-Raketen gemeint? Ja, aber mit Atom bestückt. Ja. Ne? Das waren ja die V2 und V1 nicht. Die hatten ja normalen Sprengstoff. Ne? Und man hat immer gemeint, dass also der Führer dann am Ende doch den Krieg noch gewinnt. Wir selbst, wir Jungen, haben also das bis zum Einmarsch des ersten amerikanischen Panzers in Querenburg auch immer noch vage gehofft, denn wir konnten uns ein Leben unter Amerikanern oder später dann Engländern eigentlich gar nicht vorstellen. Ja. Ja? Also wir sind eigentlich, wenn man so will, als Objekte der Geschichte waren wir dann, nicht? Und wir hatten unsere letzten Träume, die letzten Träume waren immer noch der Sieg. Ne? Und es gab ja auch noch am 30. April, als der Führer aus dem Leben schied, genug Leute, die um ihn getrauert haben. Nicht? Wenn man so wie Sie in Bochum gelebt hat, das Bombardement nun zu Teilen mitbekommen hat und
dieses Bombardement von vielen Teilen der Bevölkerung damals einmündig als Terror bezeichnet worden ist, auch verstärkt durch die Propaganda, erschien ihnen ein Leben nach Hitler gar nicht denkbar, wenn man daran dachte, dass diese aus damaliger Sicht Terroristen, die Briten, die Bomben geworfen haben, dass die nun die Kontrolle haben sollten. So müssen wir denken, ich war dann 13, nicht? 13,5. Da macht man sich solche theoretischen Gedanken nicht. Ja. Das wäre einfach jetzt eine Eintragung. Nicht? Was ich später gedacht habe, ist eine ganz andere Sache. Aber damals erinnere ich mich nicht, dass wir jetzt geschichtsphilosophische Überlegungen gehabt hätten. Nein, durchaus nicht, aber die Angst war vielleicht präsent. Also die Zeit war jetzt anders und jetzt musstest du diese Zeit durchstehen. Ja, also die meisten Deutschen haben nicht mehr reflektiert über das, was war, sondern sie kämpften um das, was sein wird oder sein soll. Ja. Das muss man sehen. Also die Niederlage Deutschlands hat nicht zu einer Konversion des Denkens geführt. Das kommt erst ganz langsam hinterher, als man sich der Situation überhaupt erstmal richtig bewusst wurde. Ja. Und für uns kleine Jungs wüsste ich nicht, dass wir darüber irgendwann mal diskutiert hätten. Ne? Sie haben gerade schon die Nachkriegszeit erwähnt und auch erwähnt, dass die Zustände vorerst nicht besser geworden sind. Nein, schlechter. Neben Armut muss Ihnen vor allem das Verhalten der Menschen in Erinnerung geblieben sein. Ja. Denn Sie schrieben, ich habe als Junge erlebt, wie kalt und unbarmherzig Menschen werden können, wenn es um eigene Vorteile geht. Ja. Das habe ich sehr früh schon kapiert. Der Auffassung bin ich bis heute. Ne? Ja. Also Situationen des Mangels, ne, führen immer zu korrumpiertem Verhalten. Das ist einfach eine menschliche Regelmäßigkeit. Ich will nicht sagen Gesetzlichkeit, kann ich nicht, weil es ja nicht alle getan haben. Nicht? Aber eine Mehrheit ist bereit, um des eigenen Überlebens willen andere sterben zu lassen und andere auszubeuten. Ich schreibe dann ja auch über das Verhalten vieler, nicht aller, vieler Bauern. Die haben sich ja bezahlen lassen, ihren Pfund Speck oder ihren Zentner Kartoffel in unverschämter Weise mit Werten, mit Klavieren und mit Teppichen und so weiter, die die Bürger dann, was übrig geblieben war, heranschleppten und so weiter. Ja? Das war schon für mich damals als Junge eine Lehre in Anthropologie. Und Sie würden sagen, dass ein gewisses Gefühl der Solidarität in weiten Teilen tot war? Das war in weiten Teilen tot. Ja. In der Situation von Katastrophen ist Solidarität eine Mangelware. Wo konnten Sie in dieser dann schwierigen und korrumpierten Zeit Kraft sammeln? Im Glauben, in der Familie? Nein, der christliche Glaube oder die Kirchlichkeit spielte in meiner Familie nur eine ganz, ganz untergeordnete Rolle. Da war so ein Weihnachtschristentum. Nicht? Also das war nicht viel. Das habe ich dann später erst erlebt, als ich 1947 in die christliche Pfadfinderschaft kam, also in eine evangelische Jugend. Da werden wir gleich noch drauf zu nicht? sprechen kommen. Ja. Nicht zu Hause. Ja. Von zu Hause habe ich, oder von der Umwelt, von den Verwandten, nicht die Spur religiöser oder politischer oder geistiger Prägung oder Anregung gehabt. Das kam dann durch Schule und durch Jugendarbeit. Aber Kraft haben Sie trotzdem durch Ihre Familie erfahren? Ja, natürlich. Die Solidarität in der Familie, das Einstehen füreinander, das war natürlich also das Primäre. Ja, aber was die Nachbarn dann so machten und trieben, das war schon wieder weiter weg. Ja. Nicht? Also es hat Volksgemeinschaft nie gegeben, nur in der Ideologie. Sie haben diese Zeit bei Ihren Großeltern mütterlicherseits in Querenburg verbracht. Und Sie schrieben über Ihre Familie, dass in dieser von Mängeln geprägten Zeit Sie während Ihrer Jugend im Großen und Ganzen keine Unterstützung für Ihren Wissensdrang und dann Ihre Beschäftigung mit Literatur zum Beispiel erfahren haben. Ja. Ihren Großvater beschrieben Sie als jemanden, der nur Arbeit gekannt hat. In ihr ging er auf, in ihr war er ein anerkannter Könner. Ja.
gleichzeitig bezeichneten sie diese Beschäftigung, das, was in jener Zeit für ihre Familie zu tun war, als etwas, das den Charakter eines Opferganges gehabt hat. Von meiner Mutter und den Großeltern her war das ein Opfergang für für eine mögliche Zukunft der Kinder. Ja. Das ist aber auch allgemein so. Das war, wenn man so will, das Ethos aller Ruhrgebietsfamilien. Ne? Ja. Ja. Sie haben es, Zitat, klag- und dialoglos getan. Ja. Ja. Hat Sie auch das bewogen, diese Selbstaufgabe Ihrer Familie, aber auch das Erkennen dieses Opferganges dazu bewogen, später eine intellektuelle Tätigkeit aufzunehmen? Das gehört dazu, aber ist nicht alleine ausschlaggebend. Entwickelt habe ich mich dann eigentlich, abgesehen jetzt von der Schule, aber da auch nur sehr bedingt, in erster Linie durch die dann aktive Jugendarbeit, die es nach dem Krieg hier in Bochum ja in vielfältiger Form gegeben hat. Und ohne die eigentlich wir nie in die demokratische Staatsform hineingewachsen wären. Ne? Und Sie sprechen da auch vor allem von Ihrer Pfadfindertätigkeit. Ja. Da sprechen wir sofort drüber. Aber gestatten Sie mir vorerst, die folgenden Jahre zusammenzufassen. Sie sind ab 1946 wieder zur Schule gegangen, gegen den Willen Ihrer Eltern, machten dort das Abitur und 1948 haben Sie erfahren, dass Ihr Vater im letzten Kriegsjahr in einem Bremer Lazarett gestorben ist. Wie er in dieses Bremer Lazarett gekommen ist, wissen Sie gar nicht. Wissen wir nicht. Hatten Sie zu dem Zeitpunkt, also zum Ende des Krieges hin, eigentlich noch Hoffnung, ihn jemals wiederzusehen, oder war das? Ja, meine Mutter ging dann zu Wahrsagern, die damals eine große Konjunktur gehabt haben, weil da alle Frauen hingingen und fragten, kommen die Männer zurück und so weiter. Und dieser Wahrsager, der wohnte nicht weit von uns weg, der hat dann gemeint, also es gäbe wohl Aussichten nach seiner Erkenntnis, dass er wiederkäme. Und meine Mutter hat da fest dran geglaubt, dass ihr Mann, unser Vater, bald wiederkommt. Ja. Was tut man in seiner Not? Nicht alles, was sich hinterher rational gesehen als Blödsinn erweist. Ne? Lassen Sie mich vor der für Sie prägenden Pfadfinderzeit noch einen kurzen Einschub erwähnen. Und zwar haben Sie vom Juli 1945 an, vom Sommer 1945 bis Dezember, ein halbes Jahr auf einem Bauernhof gearbeitet. Und Sie haben vorhin erwähnt, dass quasi der moralische Zerfall in dieser Gesellschaft, gerade in diesen Monaten und in der Nachkriegszeit, ganz entscheidend gewesen ist. Ja. Und Sie haben auch erwähnt, dass Bauern sich mitunter bereichert haben, quasi am Rest der Bevölkerung. Ja. Nun, wie passt Ihre Erfahrung, die Sie auf diesem Bauernhof in dieser Zeit gesammelt haben, da rein? Also sie entspricht ja genau dem, was ich über den moralischen Zerfall in der unmittelbaren Nachkriegszeit in bestimmten Schichten gesagt habe. Das ist ja auch, wenn man so will, kann man das psychologisch ja alles gut erklären. Also nichts kann man besser erklären als das Dumme und Böse. Ne? Ich habe damals als Junge schon erkannt, dass hier an dieser Welt des Oben und Unten, des Befehlens und Gehorsams und so weiter, was ich dann später ja in Betrieben noch genauer erlebt habe, dass das so nicht geht. Dass das einfach der menschlichen Moralität oder der Humanität widerspricht und so weiter. Und ich würde meine politische Werdung also diesen Erfahrungen den größeren Stellenwert geben als etwa Lektüre. Ich bin nicht links geworden durch Lektüre, sondern durch Erfahrungen in der Nachkriegszeit mit Menschen, mit Institutionen, mit einem Bauernhof und dann später mit Fabriken. Was haben Sie genau da erlebt auf dem Bauernhof? Ja, dieses rigide oben und unten, dass man also nur das machen durfte und konnte, was der Bauer befahl und so weiter. Dass er rigide war, dass er manchmal auch unserem Schweizer, das ist der die Kühe zu beaufsichtigen hat, dass er dem schlicht und einfach eine runterhaute und so weiter. Prügelstrafe war nach 1945 noch normal, auch in Arbeitsverhältnissen. Das muss man immer wieder sehen. Der Meister hat Lehrlinge geohrfeigt. Heute eine völlige Unmöglichkeit, ja? Aber damals war das so. Ja? Was waren wir denn wert?
Glauben Sie, dass dieses, nun sagen wir, archaische, antiquierte Denken auf diesem Bauernhof präsenter gewesen ist als in anderen Teilen der Gesellschaft? Ja, würde ich sagen. Woran konnte man das festmachen? Die Bauern hatten ja nie einen hohen kulturellen Stand, die normalen Bauern. Ne? Nehmen wir jetzt mal die Großgrundbesitzer, das ist eine andere Sache. Aber unsere normalen Bauern waren ja doch relativ schlicht, um nicht zu sagen auch als Menschen recht primitiv. Nicht? Weil sie ja auch hart arbeiten mussten, ne? Von morgens bis abends und so weiter, mit Menschen umgehen und immer wieder die Möglichkeit, eine Missernte zu haben und Pferde krank wurden und so weiter. Man muss ja dieses Ganze sehen, nicht? Von den Bedingungen her, unter denen sie lebten, wurden sie auch zum Teil radikal gemacht. Ja. Nicht? Ne, ich meine, wenn du in einer schönen Umgebung lebst, alles nette Leute, kannst du ja auch nett sein, ne? Ja. Ganz entscheidend muss dann für Sie die persönliche Auseinandersetzung mit Ihrem protestantischen Glauben in den Jahren 47 bis 52 gewesen sein, Ja. in denen Sie in der christlichen Pfadfinderschaft in Wiemelshausen tätig waren. Wie konnte in dieser Zeit aus einem gottgläubigen, aber doch wenig kirchenfesten jungen Mann einer werden, dessen Wunsch es war, die Auseinandersetzung mit der Theologie zu einem Zentrum ihres Schaffens werden zu lassen? Also zunächst muss man sagen, ist diese pfadfinderische Arbeit ist in erster Linie eine jugenderzieherische. Ja? Man lernt bestimmte Dinge, man lernt, was in der Natur passiert, man guckt sich, man lernt den Sternenhimmel kennen und so weiter und so weiter. Die Erziehung läuft zunächst über das Erleben von Natur. Lernt man auch Reflexion? Ja, und dann kommt die Reflexion darüber, wer hat denn sowas alles inszeniert und so weiter. Ist das nun die Evolution oder ist das vielleicht ein Gott als Schöpfer oder wie auch immer? Ich bin nie in dem traditionell pietistischen Sinne bekehrt worden, sondern ich bin hineingewachsen in das Denken, das also für mich überzeugende Pfarrer und Lehrer als Christen gehabt haben. Ja, das war, wenn man so will, ein langer Prozess, nicht ohne Probleme und manchmal auch nicht ohne Widerstand und so, aber immerhin, man hat sich dem ausgesetzt und diese Umorientierung, die ich dann erlebt habe, es war ja eine totale Umorientierung, gemessen jetzt an den Jahren kurz davor im Jungvolk und so weiter in der NS-Zeit und so fort, das verdanke ich eigentlich dieser Form einer pädagogisch gut aufgebauten Jugendarbeit. Und jetzt kommt das Entscheidende, die ihrerseits von ihren Mitgliedern was verlangten. Nicht Angebote machen, was wollt ihr denn heute machen, ne? Das oder jenes, sucht euch aus oder so, sondern wo gesagt wurde, wir müssen jetzt im nächsten halben Jahr, müssen wir also mindestens 30 Pflanzen kennen und auch sie beschreiben können und so weiter und so weiter. Oder wir müssen jetzt in den nächsten Monaten müssen wir das Matthäusevangelium uns angesehen haben und so weiter. Wer das nicht machte, der flog raus. Das war, wenn man so will, eine relativ rigide Jugendarbeit, die aber den Vorteil hatte, dass die blieben, sehr engagiert waren und auch in der Regel das dann irgendwann gerne gemacht haben. Nicht als Zwang empfunden haben oder so, sondern als Bereicherung. Die Eigeninitiative. Ja, die Eigeninitiative. Die Autonomie des Einzelnen, nicht? In einer von Gemeinschaft geprägten jungen Gruppe. Ja. Das ist das Erziehungsfeld gewesen. Das muss für Sie ganz, ganz prägend gewesen sein. Ja, war ganz prägend. Der Einzelne in der Gesellschaft. Ja. Und dann ist man von daher, ja, haben wir uns ja auch die Themen dann gestellt, ja, wie ist das denn jetzt mit unserer Demokratie, nicht? Und so weiter. Und da gab es in Bochum einen wunderbaren Jugendring. Da kamen alle so zusammen, die Katholiken, die Falken und so weiter. Und wurde diskutiert darüber, wie stellen wir uns denn jetzt zu der neuen bundesrepublikanischen Demokratie? Haben wir da eine besondere Aufgabe und so weiter? Das haben wir alles durchdiskutiert.
und entsprechend auch realisiert durch bestimmte Aktivitäten, die wir dann im Rahmen unserer Möglichkeiten ausgeübt haben. Ja. Hatten Sie damals ein theologisches Vorbild? Ja, das war eigentlich unser Gemeindepfarrer in Melanchthon, ne? Pastor Schmidt hieß der. Ne? Über den habe ich ja auch eine Biografie geschrieben. Ja. Ohne Vorbilder Geht es nicht. nicht. Ja. Also der Autonomie muss dann eben die freundschaftliche Begleitung entsprechen. Sind Sie da zu einem kritischen Geist geworden? Ja, ja. Das waren wir sowohl gegenüber den gesellschaftlichen Verhältnissen wie auch gegenüber den kirchlichen Verhältnissen. Ich habe damals als Junge und auch später die Pastorenkirche immer gehasst. Nicht? Die waren für mich zu mächtig gegenüber dem Laienelement. Nicht? Ja. Denn wir waren ja alles, wenn du so willst, jugendliche Laien, nicht? Und brachten uns ein. Aber das Sagen hatten immer die Gemeindepfarrer. War sie Ihnen zu dogmatisch? Zu dogmatisch, das geht ja noch, aber sie waren als Charaktere zu selbstherrlich. Ja. Und Sie haben während dieser Pfadfinderzeit die Entscheidung getroffen, Theologie zu Ja, studieren? ist ausschließlich in dieser Zeit gekommen. Es gab immer noch die Alternative. Die meisten haben ja gemeint, ich würde Sport und Geschichte machen. Nicht? Aber mein Pfarrer Schmidt hat dann doch argumentiert, hat gesagt, hör mal, Sport, das kannst du nur für ein paar Jahre machen, Spitzensport, und dann ist Schluss und so weiter. Der hat das ganz nüchtern gesehen. Und dann habe ich mich doch für Theologie entschlossen und dann später ja Sozialwissenschaft und Geschichte noch studiert. Ja. Aber das hat die Wahl meiner Fächer hat mit der Erfahrung in meiner Jugendarbeit zu tun. Ne? Ich habe an den Themen weitergemacht, die ich bis kurz vor dem Abitur bearbeitet habe. Das kann ich nachweisen. Nicht? Für mich war das kein Bruch dann, dass ich etwas völlig anderes machte, sondern das ging dann weiter, bis heute hin. Und Sie haben es nie bereut? Nein, nein, nein. Wie sollte ich? Sie haben im Wintersemester 53/54 angefangen, in Tübingen zu studieren. Theologie, Sozialwissenschaft, Geschichtswissenschaft, Sie haben es gerade gesagt. Haben Sie diesen intellektuellen Reifeprozess als etwas gesehen, das Sie unterschied von Ihrer Familie, eine Beschäftigung weg vom körperlich arbeitenden Leben hin zur geistigen Tätigkeit? Oder glauben Sie, dass die Erkenntnisse, die Sie damals sammelten, Sie nie die Bodenhaftung verlieren ließen und immer in Bezug standen zu Fragen, die auf das alltägliche Leben auch der arbeitenden Bevölkerung anwendbar waren? Das war für mich überhaupt kein Problem. Ich habe ja auch sagen wir mal, diese ganz theoretische, akademische Weise nie besonders geschätzt. Ne? Also so philosophische Spinnereien, da war ich nicht für zu haben. Nicht? Und psychologische Konstruktionen auch nicht. Sondern ich hatte immer die beiden Beine auf dieser Erde. Und habe eigentlich immer auch im Mittelpunkt gesehen den Handelnden, den mit Erfolg handelnden und den ohne Erfolg handelnden Menschen. Ja? Und ich wollte dann ja auch nach meinem Studium und im Studium habe ich mich vorbereitet, Sozialpfarrer zu werden. Das heißt also in erster Linie, wenn man so will, was in Frankreich Arbeiterpriester genannt wurde, hier als Arbeiterpfarrer zu arbeiten. Das war mein Ziel. Darauf habe ich mich vorbereitet. Dazu diente die Soziologie, Betriebssoziologie, Wirtschaftssoziologie und so weiter, um die Wirklichkeit des arbeitenden Menschen zu kennen. Ja? Ich bin eigentlich nie der typische Theoretiker gewesen, wie ich sie habe kennengelernt, die über Arbeit reden können, obwohl sie noch nie eine Schippe in der Hand gehabt haben. Ja. Ich bin ja kirchlicher Laie. Dementsprechend lassen Sie mich eine Frage in all ihrer Pauschalität stellen. Glauben Sie, dass die protestantische Kirche diese Bodenhaftung, dieses Nahsein am Menschen, vielleicht an der arbeitenden Bevölkerung, zumindest in damaliger Zeit eher hatte als die katholische Kirche? Nein, umgekehrt. Die katholische Kirche hatte immer ein bedeutend näheres Verhältnis zum durchschnittlichen Volk als die evangelische Kirche. Woran lag das? Die protestantische Frömmigkeit ist anspruchsvoller
als die Volksfrömmigkeit des katholischen Milieus. Gut. Ja. Es sind ja verschiedene Stationen, die Sie durchlebt haben. Ihre Schullaufbahn und den Krieg und das Aufwachsen in einer Arbeiterfamilie und dann später das Studium als Theologe. Würden Sie sagen, dass das ein Prozess gewesen ist, der ein gewisses Kontinuum dargestellt hat? Oder würden Sie sagen, das waren verschiedene Stationen, die letzten Endes auch immer einen weiteren Schritt bedeutet haben? Nein, für mich ist das eine ganz kontinuierliche Entwicklung gewesen, natürlich dann mit neuen Abschnitten und neuen Erkenntnissen, neuen Aktivitäten und so weiter. Aber ich will mal ein Beispiel geben. Wir haben uns sehr früh schon in der Jugendarbeit immer befasst mit Problemen der Arbeitswelt. Ne? Recht auf Arbeit, Recht auf Mitbestimmung, Recht auf Mitwirkung. Ja? Und diese 3 Themen habe ich dann verfolgt bis zu meiner Emeritierung. Ja? Oder wir haben uns sehr befasst mit dem Problem Kirche, soziale Frage. Das erste Buch, was ich geschrieben habe, hieß Protestantismus und soziale Frage im 19. Jahrhundert. Und dann folgten die anderen auch, ne? Bis heute. Dann habe ich ja nicht mehr selbst gearbeitet in Betrieben, aber ich wurde dann irgendwann mal und war für 20 Jahre im Aufsichtsrat einer montan mitbestimmten Unternehmung, ThyssenKrupp und so weiter. Nicht? Da hatte ich wieder den Kontakt zur industriellen Welt und hier speziell jeweils zum Arbeitsdirektor und zu den Betriebsräten. Ich habe pausenlos Betriebsratsschulungen gemacht und so weiter. Das heißt also mit den Themen, 40 Jahre später, die wir 40 Jahre vorher schon behandelt haben. Also ich würde das als eine Gnade empfinden, dass ich da nicht irgendwo dann abgesprungen bin in eine ganz andere Richtung und so weiter. Nein, hier habe ich eine enorme Kontinuität entwickelt. Es wurde aber ein Perspektivwechsel vorgenommen. Ja, das ist richtig, aber du wurdest ja auch schlauer, ne? Ich weiß ja heute mehr, als ich damals als Oberprimaner wusste oder auch im Studium und so weiter, aber vom Thema her sind es die gleichen geblieben. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Ich habe neulich einen Vortrag in Anführungsstrichen von mir gefunden, wie ich mir den Ost-West-Konflikt, den zu lösen, vorstellen kann. Das war natürlich alles, wenn man so will, das war alles jugendlich und so, aber das Thema Frieden, das Thema Auseinandersetzung zwischen demokratischem Denken und totalitärem Denken, ne, das war drin. Ja, und ich habe dann ja jahrelang nichts anderes getan, als mich mit dem Marxismus, Leninismus, Bolschewismus, der russischen Geschichte, Geschichte des Kommunismus und so weiter beschäftigt. Ja? Ist auch wieder eine Fortsetzung dessen, was wir in aller Bescheidenheit, ne? Wenn ich das heute so lese, würde ich sagen, da ist vieles nicht richtig gewesen. Aber wir haben es selbst gemacht und das ist entscheidend. Ja. Lassen Sie uns kurz über Ihre wissenschaftliche Karriere sprechen. Sie waren von 1962 bis 1968 Dozent an der Evangelischen Sozialakademie. 1967 waren Sie wissenschaftlicher Mitarbeiter der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Nun waren Sie ja damals Protestant und böse Zungen behaupten, dass das Einzige, was in Münster noch häufiger auftritt als Katholiken, Regen ist. Deswegen ist die Frage, war das damals präsent, Protestant in Münster zu sein und dort zu arbeiten? Also als Problem habe ich das eigentlich nie empfunden. Denn wenn man in Münster, das immer als schwarz galt, etwas kratzte, dann kam also eine ganz normale bürgerliche Gesellschaft zum Vorschein, die gar nicht so nur kirchlich dachte. Ja? Die Optik und Akustik hat die offizielle Kirche, aber das ist nicht identisch mit der Durchschnittlichkeit des Denkens und Handelns der Bevölkerung. Ja? Das hat man ja sehr schnell raus. Ja? Nehmen wir mal ein Beispiel, damals die katholische Sozialethik verbot die Pille und so. Ne? Natürlich haben auch die katholischen Frauen von Münster die Pille genommen und so weiter und die Männer haben Kondome genutzt und so weiter und so weiter. Ich muss immer unterscheiden, was sozusagen Rom sagt und was Gläubige vor Ort tun und das ist nicht immer identisch. Ja?
Und es ist auch gut so, weil du dann ja auch diskutieren kannst. Ne? Ja. Und jetzt der jetzige Papst ist ja nun wirklich, wirklich ein Glücksfall, dass der solche Dinge einfach mal neu diskutieren lässt. Ne? Ja. Ja, und in Münster haben wir uns nie fremd gefühlt. Dafür war es ja auch eine Landeshauptstadt, nicht? Und eine Oberbehörde und so weiter. Im Gegenteil, wir haben dann sogar sehr enge Kontakte zum Schwesterlehrstuhl für katholische Soziallehre gehabt. Ne? Nicht? Und so, das war selbstverständlich. Ich bin dann in Anführungsstrichen sogar Experte für katholische Sozialtheologie geworden. Ne? Man hat mal einen Orden dafür gekriegt, nicht? Vor kurzem. Also das war für mich eigentlich, das katholisch-evangelische war für mich eigentlich nie das Hauptproblem. Wir haben da immer ganz automatisch schon, kann man sagen, ökumenisch gedacht. Ne? Wobei ich natürlich weiß, dass die Amtskirche zu verändern, das sollte man sich gar nicht vornehmen, das schafft man nicht. Aber die Gemeinden vor Ort und einzelne Menschen, nicht, mit ihnen zu diskutieren und vielleicht auch sie nachdenklich zu machen und so weiter und so weiter. Ich kenne einen hier aus Bochum, der sagt immer, ich bin katholisch auf evangelische Weise. Ne? Ja. Und ich kann auch evangelisch auf katholische Weise sein. Also für mich spielen diese traditionellen dogmatischen Unterschiede, die kenne ich, die nehme ich auch zur Kenntnis, aber das schlägt nicht mein Herz. Ne? Aber Sie glauben, es gibt andere, die das anders sehen? Ja, Innerhalb der natürlich, Kirche? natürlich. Es gibt also Bischöfe, es gibt in der katholischen Kirche Bischöfe, die sind schwärzer als der Papst. Nicht? Also das muss man sehen. Und es gibt Pfarrer, die leben davon, dass sie sich nicht ändern. Ja. Nun, wir werden über die Kirche noch gleich zu sprechen Ja. kommen. 1972 sind Sie einem Ruf nach Bochum gefolgt. Ja. Als Professor für christliche Sozialethik haben Sie Ja. dann gelehrt. War diese Rückkehr nach Bochum für Sie immer klar? Nein, nein. Das war ist ein ziemlicher Zufall, wie häufig, dass hier ein neuer Lehrstuhl eingerichtet wurde mit dem Schwerpunkt Sozialethik, industrielle Arbeitsethik und so weiter und so weiter. Und da gab es ja nicht so ganz viele von, nicht? Und ich hatte schon so einiges veröffentlicht. Und dann ist die Assistentenschaft auf die Idee gekommen und sagen, Mensch, wir fragen den mal da in Berlin, ob der nicht eventuell Interesse hat. Ich hätte mich von mir aus überhaupt nicht beworben. Nicht? Und dann habe ich das getan. Einen Tag vor Ende der Ablauf der Bewerbungsfrist kam dann meine Bewerbung hier an und siehe da, ich kam unter die letzten 3. Und dann hat es eine lange Auseinandersetzung gegeben um den ersten Platz. Das habe ich dann alles später erfahren und nachgelesen und war immer unentschieden. Und bis einer mal gesagt hat, also was soll der Mist, ich werde jetzt für den Brakemann plädieren. Und der hat mir dann später gesagt, wissen Sie, warum ich das getan habe? Ich habe gehört, dass Ihr Onkel der Kohlenhändler da in Querenburg ist und so. Da habe ich mir gedacht, der Junge weiß bestimmt Bescheid, wie es im Ruhrgebiet so vor sich geht. Und das war wohl sicherlich keineswegs selbstverständlich als Nein, das war alles Theologe. andere als abzusehen. Ich war ja nicht mal habilitiert. Nicht? Das war damals auch noch möglich, auf solche Lehrstühle Leute zu berufen ohne Habilitation. Ich hatte zwar eine geschrieben, ist auch als Buch rausgekommen, aber ich wollte eigentlich die Universität verlassen, weil ich in Münster so enttäuscht war. Ich war so enttäuscht, das war jetzt die 68er, ja, wie über das Verhalten der meisten Professoren in dieser Zeit. Ne? Muss ich nicht jetzt entfalten, auf jeden Fall diese Halsstarrigkeit und diese Selbstsicherheit und dieses schnelle Urteil über das, was Jugend ist, was links ist und so weiter, das hat mich angewidert. Ja. Aber auch der Grund, warum ich dann nach Berlin gegangen bin. Und dann auf einmal wieder kam Bochum. Und war natürlich klar, das war natürlich eine tolle Geschichte, da so als alter Querenburger an die Querenburger Universität zu kommen und so weiter. Und da ich vom Gemüt und Geblüt her Ruhrgebietler bin, war das eigentlich ganz richtig. ein Segen. Quasi. Das war ein Segen, vor allen Dingen fürs Ruhrgebiet, ja.
Nun wenden wir uns von Ihrer wissenschaftlichen Karriere für einen Moment ab und sprechen über Sie als Sozialdemokrat. Sie sind 1959 in die SPD eingetreten. Ja. Sie haben vorhin gesagt, dass das nicht von vornherein abzusehen war, dass Sie in Ihrem späteren Leben Sozialdemokrat werden würden. Gab es ein Ereignis, das Sie dazu bewogen hat? Also eigentlich die 1959 die Verabschiedung des Godesberger Programms, das habe ich mir genauer durchgesehen und habe gesagt, ja, das ist eigentlich deine Heimat. Ne? Und das war damals gar nicht so einfach, als ich hier zum Ortsverein wie Wimmelhausen kam. Da haben die gesagt, hör mal, du bist doch, ich war damals noch Vikar, ne? Du bist doch Vikar. Meinst du passt hier hin und so? Das heißt, also in der alten SPD gab es ja gegenüber kirchlichen Leuten, ne, oder gegenüber Theologen, ne, eine ganz schöne Reserve. Das hat sich hinterher dann, als Gustav Heinemann und Eppler und Johannes Rau kamen, war das natürlich alles nicht weg, aber doch spielte keine Rolle mehr. Ne? Nein, und das bin ich auch immer mit Leidenschaft gewesen. Und dann kommt eben diese Zeit in der Grundwertekommission, die natürlich einigen Anspruch auch brachte. Nicht? Denn du musstest dich jetzt noch mehr als sonst mit Außenpolitik beschäftigen, mit Kommunismuspolitik, ne? Mit Ost-West-Politik und so weiter. Und das habe ich dann auch leidenschaftlich getan. Aber das hatte ich schon als Schüler und als junger Student getan. Auch hier ist wieder eine Kontinuität da. Ich könnte, glaube ich, gar nichts nennen, wo ich so ganz neu angefangen habe. Diese Teilnahme an gesellschaftspolitischen und politischen Auseinandersetzungen, Prozessen, sagen Sie, hat Sie schon immer begleitet, quasi. Ja. Erzählen Sie mir nun, was der Student Brakelmann über die Wiederbewaffnung gedacht hat. Also Sie meinen jetzt 1955. Ja. Also ich hatte da 1955 war ich wahrscheinlich, war ich natürlich gegen eine Wiederbewaffnung. Dann aber im Laufe des Studiums des Ost-West-Konfliktes habe ich dann einsehen müssen, dass ein Staat, der überleben will in seiner Werteordnung, des militärischen Schutzes bedarf. Aus. Also war ich dann auch Anhänger der Bundeswehr, aber in der Einhüllung durch die NATO. Das ist nämlich ein Unterschied. Die Westbindung war für Sie Grundvoraussetzung für diese Wiederbewaffnung. Ja, die Grundvoraussetzung. Und dann wurde daraus dann war ich ein entschiedener Anhänger der Egon Bahr, Willy Brandt-Politik, Ostpolitik. Ja. Aber die Voraussetzung dieser Politik war die Mitgliedschaft in der Westbindung in der NATO. Das muss man also sehen. Ja. Pazifismus kann keine Politik machen. Das ist also in dieser Scheißwelt ausgesprochen nicht möglich. Nun widersprach ja die Politik Brandts und Bahrs der Hallstein-Doktrin, also der Nicht-Anerkennung der DDR als eigenständigen Staat. Ja. Haben Sie diese Hallstein-Doktrin anfangs begrüßt? Nein, die war mir auch zu formalistisch. Denn so viel hatte ich ja jetzt als Historiker auch gelernt. Du kannst in der Politik nicht mit Prinzipien, die immer gelten, Politik machen. Ja? Du musst jetzt sehen, was ändert sich, was kannst du auch verändern und so weiter und so weiter. Prinzipienpolitiker mag ich überhaupt nicht, weil sie nur Elend auf diese Welt bringen, sondern Politiker muss flexibel sein in seinen Methoden, konstant sein in seinen Werten. Aber in den Methoden muss er flexibel sein. Ja? Und das haben wir ja gezeigt, dass wir den Ost-West-Konflikt, und das ist die größte Leistung, glaube ich, dieser Generation, dass der nicht zum großen Krieg geführt hat, ja? Nicht? Sondern zu einer neuen Ordnung in Europa und in der Welt überhaupt. Was jetzt ist eine ganz andere Frage. Aber damals ist das die große Leistung gewesen. Wir alle haben immer gedacht, 60, 70, in den
der Krieg kommt, der kann gar nicht anders gehen und so. Und dann auf einmal kommt diese vorsichtige Ost-West-Politik, die Annäherung, die ersten Diskussionen auch mit der SED, an denen ich übrigens auch teilgenommen habe, und so weiter. Und das ist die Leistung. Nicht? Du musst prinzipienfest sein, okay, wenn man so will, in deinem Korsett, das du hast, dem Geistigen, aber du musst dann in der Lage sein, auch auf den anderen, der anders denkt, ne, von seinen Voraussetzungen her anders denkt, auf ihn einzugehen und zu einem Kompromiss zu kommen. Ja. So, und da bin ich bei meinem Lieblingsthema in der Ethik und dieses Thema heißt Kompromiss. Nur dort ist Humanität und Gerechtigkeit und Freiheit, wo Menschen kompromissbereit und kompromissfähig sind. Ne? Denn von Haus aus haben sie alle die Tendenz, ihre Form von Gerechtigkeit für die einzig mögliche, ne, und ihre Form von Freiheit für die einzig mögliche zu halten. Und das zu überwinden, das muss man lernen. Und dann war ich jahrelang Vorsitzender eines Arbeitskreises Sicherung des Friedens. Das war eine Gruppe, General de Maizière war dabei, Graf Baudissin und all solche. Ulrich de Maizière. Nicht der Vater von dem jetzigen de Maizière, der Ulrich de Maizière, Vier-Sterne-General, ne? Ja. Und so weiter. Und wir haben dieses Konzept, Militär ist dafür da, dass es die sinnvolle Politik unterstützt und ermöglicht. Militär ist nicht dafür da, Krieg zu führen, sondern Krieg zu verhindern. Sie sprachen gerade von dem Kompromiss. Würden Sie sagen, der Kompromiss ist die Grundlage einer jeglichen demokratischen Ordnung? Ja, ja. Also ich habe eine unendliche Angst schon von der Geschichte her und auch von der eigenen Erfahrung her vor Menschen, die nur siegen wollen. Ja. Gestatten Sie mir, gefährliches Terrain zu betreten. Und zwar las ich in einem Interview von Ihnen, dass Sie sich in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit unter anderem mit der Ethik des Komparativs beschäftigt haben. Mhm. Was ist das? Ich will es mal klar machen, wir sagen, wir wollen eine freiheitliche Ordnung. Ja, ich würde sagen, kann man ja sagen, aber erreichen wird man das nie. Was man aber politisch erreichen kann, ist, das Maß der Unfreiheit komparativisch zu vermindern. Sie werden nie eine gerechte Gesellschaft haben, in der alle dann sagen, die ist gerecht. Aber sie können eine Gesellschaft mit weniger Ungerechtigkeit politisch immer erleisten. Ja. Und das ist der Sinn des Komparativs. Abschied vom Superlativ. Es geht also auch in die Richtung der Kunst des Möglichen, vielleicht? Ja. Das hat Bismarck, glaube ich, gesagt. Ja, schon vorher auch. Ja. Nun, lassen Sie mich versuchen, die Brücke zu dem zu schlagen, was wir vorher gesagt haben. Und zwar haben Sie gerade von der 68er-Bewegung gesprochen. Eine Reaktion darauf war der Radikalenerlass zum Beispiel von Willy Brandt 1972. Ich glaube, dass man das so sagen kann. Glauben Sie, dass dies auch im Hinblick auf die Art, wie der Mensch selber geschaffen ist, in seiner Dialektik, wie Sie auch, glaube ich, in Bezug auf die Ethik des Komparativs darauf eingegangen sind, in dieser Dialektik, also sowohl gut als auch schlecht, dass dieser Radikalenerlass die angemessene Antwort darauf war, quasi Utopien in die Schranken zu verweisen, das Schlechte und den Hang zur Utopie nicht zur politischen Realität werden zu lassen? Das hängt da auch mit zusammen, aber meine Erfahrung war ja, dass es Leute gab, die gegen die Demokratie, gegen die Bundesrepublik als demokratischen Rechts- und Sozialstaat sind, aber gleichzeitig sich von dieser verhassten Republik bezahlen lassen, als Lehrer oder Professoren oder in anderen und so weiter. Und das habe ich immer als eine Unredlichkeit empfunden, dass man von dem lebt, was man gleichzeitig bekämpft. Ja. Das war für mich, also persönlich gesehen auf die Leute, ne, eine Herausforderung. Von der Sache her meine ich schon, dass eine Demokratie wehrhaft sein muss. Sie hat das Recht, sich zu wehren gegen Leute, die diese Demokratie, da hängt ja nun das ganze Grundgesetz mit den Menschenrechten zusammen und so weiter und so weiter, wer die abschaffen will, ist der politische Gegner.
Und da haben wir den ganz starken Gegenwartsbezug. Da haben wir den Gegenwartsbezug, natürlich. Zu Reichsbürgern, Ja, zu Salafisten, zu... Da gibt es also für mich auch aus der Erfahrung der Weimarer Republik. Die Weimarer Republik, die war ja so demokratisch, dass sie sogar die Feinde der Demokratie Hat gewähren lassen. hat gewähren lassen. Der Spruch stand von Goebbels. Er hat gesagt, die sind ja im Grunde genommen bekloppt. Ja. Nicht? Zu tolerant. Zu gegenüber den tolerant. Intoleranten. Ja. Du musst also immer den Gradweg zwischen Toleranz und Intoleranz, ne, musst du genau gucken. Und du musst auch intolerant sein gegenüber jenen, die die Toleranz abschaffen wollen. Und der Radikalenerlass war die angemessene Reaktion? Ich würde sagen, im Ganzen gesehen, ja. Abgesehen davon, dass das damals ja anschließend kaum praktiziert worden ist. Ne? Ja. Ich glaube, 1100 Ja, Fälle also hat es gegeben. marginal. Ne? Und was ist mit heute? Glauben Sie, wenn ich diese Brücke kurz schlagen darf, dass die Demokratie heute in der Bundesrepublik zu wenig wehrhaft ist? Ich würde sagen, man weiß halt ja nicht genau. Die Zahlen, die schwanken da ja. Ich habe den Eindruck, dass einige Leute vergessen haben, aus welcher Vergangenheit wir kommen und welchen Segen die Rechts- und Sozialordnung Bundesrepublik innerhalb des westlichen Wertebündnisses und so weiter, was das eigentlich bedeutet hat. Ja? Und jetzt auf einmal fangen sie wieder an, die nationale Flöte zu blasen, ja, und wollen also eine eigene Währung und was der Himmel wird alles haben und so weiter und sehen nicht, dass aber die große Politik nicht umsonst auch auf die Organisation größerer Einheiten zugegangen ist, ja. Nun gebe ich ja zu bedenken, dass es für viele Menschen wahnsinnig schwer ist, die heutigen politischen Regelmäßigkeiten zu durchschauen. Ja? Also ich würde mal so sagen, unter 100 Deutschen vielleicht können 2 sagen, was betriebliche Mitbestimmung ist. Und es können vielleicht 2 auch nur sagen, was in den Europaverträgen steht. Aber unmittelbare Äußerungen, die kann ich machen. Und je weniger ich weiß, umso schärfer kann mein Urteil werden. Ja. Das heißt also, für mich wäre jetzt die Offensive, die Bildungsoffensive, ne, zu sagen, Freunde, bevor ihr diese ganzen Dinge dazu Stellung nehmt, guckt euch doch mal genauer an, was denn da eigentlich läuft, was da nicht läuft und was zu ändern ist. Mehr Eigeninitiative. Ja, was zu ändern ist, mache ich sofort mit. Nicht? Aber diese Pauschalität, mit der heute geredet wird, ist sozusagen organisierte Dummheit. Kehren wir zurück in die Geschichte. Wir sprachen gerade von der Kunst des Möglichen. Wenn Sie die Ostpolitik Willy Brandts bewerten, würden Sie sagen, das war ein Beispiel für die Kunst des Möglichen? Ja, aber diese Ostpolitik von Willy Brandt beginnt schon in der Altersphase Taschkent von Adenauer und vom Außenminister Schröder. Ja. Die haben das schon angefangen. Und Brandt und Scheel und andere, Genscher, haben das dann unter den neueren Bedingungen fortgesetzt. Und Schmidt hat dann 1965, Helsinki-Vertrag und so weiter, hat dann sozusagen das weitergeführt. Es ist nicht nur Brandt. 75, oder? Was? 75? 75, ja. Es ist nicht nur Brandt, Ja. das wäre falsch, sondern es ist eine Kontinuität in der deutschen Außenpolitik, egal wer Kanzler war. Nicht? Denn die Außenpolitik kann ich nicht als Parteipolitik betreiben. Das ist einfach Unsinn. Eine gewisse Stetigkeit Ja, ist notwendig. natürlich. Und ich kann nicht Außenpolitik alle 5 Jahre oder 4 Jahre verändern. Ja. Nicht? Da muss Kontinuität rein. Diese Kontinuität garantieren natürlich die Ministerien in erster Linie. Ne? Ja, da sitzt eigentlich der Sachverstand, die Kontinuität und so weiter. Und ich würde aber sagen, dass wir mit unserem bisherigen Bundeskanzler an diesem Punkt wirklich historisch gesehen, gemessen an vielen anderen, die vorher dran waren, immer Glück gehabt haben. Glauben Sie, dass der NATO-Doppelbeschluss auch in diese Kontinuität Ja. hineingeht? Ja, ich war ja schwerer Anhänger des NATO-Doppelbeschlusses mit Helmut Schmidt, weil
der ist ja nie durchgeführt worden. Der ist ja nur angedroht worden. Ja? Und die Russen dann mittlerweile erkannten, die gaben ja schon 35% ihres Haushaltes für Militär aus. Wir übrigens 4%, nicht? Und die Amerikaner 6% und so weiter. Das heißt also, diesen nächsten Schub an Aufrüstung hätten die Russen ökonomisch nicht durchgehalten. Ja. Und das gehört zur Politik, dass ich dann die Schwächen des Partners ausnutze, ohne den Partner deshalb weghaben zu wollen. Und das haben unsere Außenpolitiker, Genscher und andere hervorragend gemacht. Die haben genau dieses Prinzip, über das wir dann ja auch in Akademien und auf Parteitagen und auf Treffen mit der CDU und so immer diskutiert haben. Wie machen wir das? Wie kriegen wir das hin? Nur, das ist intellektuell für die meisten Menschen viel zu anspruchsvoll. Entweder oder. Sie glauben, dass diese Demonstrationen, die ja damals sehr massiv gewesen sind gegen diesen NATO-Doppelbeschluss, Ja. und letzten Endes vielleicht auch dazu beigetragen haben, dass Schmidt dann irgendwann nicht mehr Kanzler war, Ja, weil ihm der genau. Rückhalt in der eigenen Partei fehlte. Ja. Sie glauben, dass diese Demonstrationen auch aufgrund eines gewissen Unverständnisses und Unvermögens, Nein, eines Mangels an Eigeninitiative, nein, das sehe ich jetzt etwas anders. Also mein guter Freund Erd Eppler, der war ja nun die Symbolfigur, ne? Da in Bonn bei der großen Kundgebung. Und da waren wir eben anderer Auffassung, was die Methodik angeht, nicht das Ziel. Ne? Kriegsverhinderung war immer unser gemeinsames Ziel. Aber wie verhinderst du Krieg? Wie verhinderst du das? Wie heute. Ne? Helmut Schmidt, wenn der nach Moskau kam, konnte er immer sagen, ihr unterstellt uns immer, wir machen Kriegspolitik. Guckt euch aber mal die Stärke unserer Friedensbewegung an. So war das. ja, Wenn er in die USA kam und die USA wollte den härteren Kurs machen, dann hat er gesagt, nicht in Deutschland. Guckt euch mal an, wie mächtig da die Friedensbewegung und zusammen mit unserer Friedenspolitik ist. Wir können nicht auf euch eingehen. Dieses war, Helmut Schmidt, dies war ein außenpolitisch genialer Schachzug. Er hätte schief gehen können. Darauf haben Erd und ich uns dann immer geeinigt, er hätte schief gehen können, wenn nicht gleichzeitig in Russland nicht nur die militärische, ökonomische Schwäche, sondern die gesellschaftliche Erosion nicht Raum gegriffen hätte. was hätte schiefgehen können? Wenn die Russen ihrerseits gesagt hätten, wir machen da mit. Da war dann aber das Problem, und jetzt kommt wieder eine Genialität, und jetzt muss ich Herrn Honecker mit ins Spiel bringen. Honecker wusste ganz genau, wenn es eine Ost-West-Auseinandersetzung gibt, sind wir in Mitteleuropa die zuerst Betroffenen. Denn der Krieg findet hier zunächst in Mitteleuropa statt. Der findet nicht in Russland und der findet nicht in den USA statt. Das heißt also, jetzt musste die DDR-Führung und die BRD-Führung mussten ein anderes Verhältnis zueinander bekommen, um gegenüber ihren starken Verbündeten argumentativ aufzutreten. Und deswegen Helsinki? Ja. Das ist, also wenn man sich das genau anguckt, auch von den Quellen her, das ist schon genial gewesen, was die Leute da gemacht haben. Aber es kam uns zugute die Erosionserscheinungen des bolschewistischen Systems, Ja. muss man sagen. Ja. Sie sind parteipolitisch in der SPD aktiv gewesen. Sie waren von 1975 bis 2002 in der Grundwertekommission der Sozialdemokratie. Welche Fragen stellte man sich da? Also in erster Linie haben wir Grundsatzfragen des Politischen. Was ist Rechtsstaat, was ist Sozialstaat, wie kann das ausgefüllt werden? Ne? Was sind die Werte für die innenpolitische Gesetzgebung und so weiter. Alles, wenn man so will, Fragen der politischen Anthropologie und der politischen Ethik und der Bedeutsamkeit von Werten für die praktische Politik. Wir haben ja mindestens so 20 Sachen da rausgebracht, ne, über alle möglichen
Fragen und so weiter, über Frauenrechte und Frauenemanzipation, über die Probleme Ost-West und so weiter und so weiter. Im Grunde genommen das, was so in der durchschnittlichen Parteiarbeit gar nicht so intensiv diskutiert werden kann. Ne? Das war ein sehr elitärer Kreis. Ne? Ja. Das muss man sagen. Und dennoch haben Sie die programmatische Ausrichtung der Partei mit beeinflusst. Ja, würde ich mal bescheiden sagen. Sie hatten Kontakt zu führenden Sozialdemokraten, Ja. unter anderem zu Georg Leber, der Verteidigungsminister von 72 bis 78 war. Welche Persönlichkeit hat Sie in Ihrer SPD-Laufbahn entscheidend beeinflusst, die Sie persönlich kennengelernt haben? Also da muss ich mehrere nennen. Natürlich. Da muss ich einmal natürlich nennen die Willy Brandt, Helmut Schmidt. Sie kannten sie alle persönlich? Ja. Und vor allen Dingen jetzt, mit dem war ich richtig befreundet, schon lange bevor er Ministerpräsident war, mit Johannes Rau. Nicht? Das waren 3 wichtige Personen. Dann kam Erd Eppler dazu und vor allen Dingen dann auch Jochen Vogel. Also alle sehr verschieden, aber alle wahnsinnig moralisch und intellektuell diszipliniert. Sie haben die Verschiedenartigkeit dieser Männer angesprochen. Nun wollen wir sehr kurz vielleicht die Unterschiedlichkeit abhandeln und wenn Sie Willy Brandt beispielsweise mit einem Wort... Aber es gibt das Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Aber trotzdem will ich es versuchen. Das ist, glaube ich, kein sozialdemokratisches Gebot. Das ist uralt. Also Willy Brandt war für mich der gesprächsbereiteste Politiker, der sehr gut zuhören konnte. Helmut Schmidt war der schnelle Denker, der auch ziemlich bissig werden konnte. Schmidt-Schnauze. Schmidt-Schnauze, ja. Aber zu ihrer Zeit waren sie genau die richtigen Personen. Ja. Willy Brandt hätte das, was Schmidt dann geleistet hat, nicht mehr leisten können. Und das ist ein Geheimnis, wenn man so will, der Geschichte auch. Ne? Wann ist wer an der richtigen Stelle und wann ist seine Zeit zu Ende? Jochen Vogel war einer der solidesten Leute, die ich je kennengelernt habe. Wenn man ihm sagte, kannst du mir mal das und das Schriftstück besorgen, die und die Geschichte, dann nahm er seinen Notizblock, schrieb sie dann auf und nach 2 Tagen hatte sie das im Haus. Ne? Eine Solidität, unwahrscheinlich. Dann auch eine große Bandbreite in der Akzeptation anderer. Sein Bruder war ja nun CDU-Ministerpräsident und so weiter. Nicht? Und der wusste auch, mit CDU-Leuten sachgerecht umzugehen und so weiter. Und Johannes Rau nun, das war natürlich für mich der Typ eines evangelischen Verantwortungsethikers und Verantwortungspolitikers. Johannes war eigentlich von allen der, ja, wenn man so will, der noch von christlichen oder religiösen Motiven geleitet wurde. Die anderen waren alle, vor allen Dingen Schmidt und Brandt, waren alles säkularisierte Protestanten. Ja. Nun müssen wir einen Sprung in der Geschichte machen, wobei Sie das vielleicht gar nicht so bezeichnen würden, weil Sie ja die Geschichte oder die bundesrepublikanische Geschichte und die Politik der unterschiedlichen Regierungen als ein Kontinuum bezeichnet haben. Kommen wir zur Wiedervereinigung. Erinnern Sie sich, wie Sie diesen Moment erlebt haben? Wo Sie ihn erlebt haben? Am 9. November 1989 bin ich morgens, am frühen Morgen, mit einem Taxi von West-Berlin nach Ost-Berlin gefahren, weil wir in Ost-Berlin eine Kommissionssitzung mit Leuten aus dem Osten hatten, mit kirchlichen Leuten. Ich fuhr dann in das Kirchenamt und während wir da unsere Diskussionen hatten über Probleme des Verhaltens der Kirche in den Spannungen zwischen Ost und West, kam so langsam immer mehr Unruhe in das Haus.
Das ging dann bis dahin, dass dann irgendeiner kam und sagte, die Grenzen sind geöffnet. Ich habe diesen Tag erlebt im Osten selbst. Ja. Ganz frisch vor Augen. Und ich bin dann mit Tausenden von Bewohnern aus Ostberlin über die Oberbaumbrücke nach Westberlin gelaufen. Und auf der anderen Seite empfingen uns dann Westberliner mit einem Bierchen oder mit Blumen oder irgendwas. Und ich sagte dann, als mir einer sagte, mich brauchen Sie nicht zu beglückwünschen, ich war nur zufällig jetzt im Osten. Ne? Also ich habe diesen Tag sehr bewusst erlebt. Aber, und das ist interessant, meine Frau hat diesen Tag am Fernsehen erlebt. Die hat natürlich besser Bescheid gewusst, ne, als ich. Denn ich habe nur das erlebt, was ich mit meinen 4 Augen gesehen habe. Und alles Übrige, was da sonst passierte, habe ich natürlich nicht gesehen. Das habe ich dann hinterher erst gehört, erzählen lassen und dann nachgelesen. Ja. Für mich war das imponierend. Wir gingen dann zum Flughafen, wir flogen nach Düsseldorf und die Stimmung auf dem Flughafen, das war unwahrscheinlich. Sonst sind ja Leute, die ins Flugzeug steigen, also ziemlich so auf sich angewiesen und so. Und da lag man sich in den Armen. Man hat also dann im Flugzeug Sekt bestellt und so weiter und so weiter. Das war eine Bombenstimmung. Das war emotional gesehen. Kann man das vielleicht heute gar nicht mehr Menschen vermitteln, was das für uns bedeutet hat, ja? Ja. Denn damit ging ja auch kaputt, ja, mit dem wir uns jahrzehntelang abgemüht hatten, nicht? Politisch wie auch jetzt ideologisch abgemüht haben, nicht? Also das war ein Einschnitt, der war schon emotional enorm. Und das war Ihnen in diesem Moment klar? Das war mir in dem Moment klar, weil ich ja nun wusste, was DDR ist. Ja. Nicht? Da bin ich ja nun ununterbrochen gewesen. Nicht? Ich kannte auch die Innereien der DDR und. Also für mich war das ein Akt wirklich der emotionalen Befreiung. Dass dann hinterher sehr schnell Dinge passierten, die gar nicht in unserem Sinne waren. Nicht? Nämlich jetzt die Neuregelung der Eigentumsverhältnisse und so, dass die alten Großgrundbesitzer dann schließlich da wieder anheuern konnten, nicht? Und so weiter und so weiter. Das ist eine ganz andere Frage. Aber dieser 9. November ist für mich einer der emotionalsten Tage gewesen. Sie sind nun Historiker auch, aber unter anderem dann eben auch Zeitzeuge gewesen dieses Ereignisses. Was glauben Sie, es wird ja mitunter von Seiten Helmut Kohls selber sein eigenes Wirken zu dieser Wiedervereinigung als ein sehr, sehr großes dargestellt. Von anderen nun hingegen ist eher klein geredet und man spricht in dem Zusammenhang vom Zufall oder Geschenk der Geschichte, das ihm da in den Schoß fiel. Kann man das einfach festsetzen? Gibt es da einfache Aussagen zu, die man treffen kann? Nein. Also das bedeutete, dass man sehr analytisch, sehr genau sehen müsste, wie war der amerikanische Präsident, ne? Wie waren die Nachbarn Deutschlands, ne? Wie standen sie dazu, die Engländer, Franzosen und so weiter. Ein sehr kompliziertes außenpolitisches Spektrum. Dann kommt hinzu, dass man sehr genau wissen muss, was passiert da unter Gorbatschow in Russland und so weiter. Denn ohne diesen Gorbatschow hätten wir diese Wiedervereinigung nicht bekommen. Ja? Ja. Dass der Kohl, seine Leistung besteht darin, dass er im richtigen Moment den Zipfel der Geschichte ergriffen hat. Ja. Ja? Ihn deshalb zu erniedrigen oder zu erhöhen, beides ist nicht richtig, sondern es ist ein kompliziertes Bedingungsgeflecht gewesen, das man sehr exakt und gründlich darstellen muss. Sie wurden Es war ja auch als dann die Feier da vorm Reichstag war, da stand dann Herr Kohl und wer stand neben ihm? Genscher und Willy Brandt. Ja. Damit hatten sie dann eigentlich ganz richtig die Leute gezeigt, die vor Kohl schon gearbeitet hatten. Ne? Sie wurden 1996 emeritiert. Ja.
verließen die Grundwertekommission der SPD 2002 und verleben seitdem einen Ruhestand, den man eigentlich so gar nicht nennen kann. Darf ich Sie fragen, was treibt Sie an? Woher kommt dieser Wissensdurst, dieser Drang nach Beschäftigung und Arbeit? Also psychologisch will ich das gar nicht, kann ich gar nicht beantworten. Ich bin ja nicht mein eigener Psychologe. Von der Sache her habe ich ja wieder aufgenommen, was ich schon immer getan hatte. Ich habe mich zunächst befasst, jahrelang mit der deutschen Widerstandsgeschichte, hier speziell die Kreisauer. Habe ja auch einige Bücher darüber geschrieben, über Moltke und Wartenburg und andere und so weiter, weil ich das für eine ganz wichtige Sache halte, um die Frage zu beantworten, wofür ist man bereit, eventuell zu sterben? Fragen Sie doch mal einen heute, wofür er bereit wäre zu sterben. Ja. Der wird Sie doch blöde angucken. Ne? Aber diese Generation hat sich diese Frage gestellt. Und das finde ich also hochinteressant. Und dann habe ich also weitergemacht und habe mich dann in den letzten Jahren ausschließlich der Kriegsgeschichte 1870 bis 1918 bzw. 1945 zugewandt, ja, und vor allen Dingen Erster Weltkrieg. Und da bin ich auch heute noch dabei. Dann kam die nächste Phase, in der ich jetzt bin, sind also 3 Phasen mit 3 verschiedenen Schwerpunkten, ist jetzt Luther. Jetzt arbeite ich seit 2 Jahren, also sehr intensiv wieder über ein altes Thema, auch meiner Jugend, nämlich welche Bedeutung und Rolle hat Martin Luther für die Kirchengeschichte, für die Nationalgeschichte, für die Bildungsgeschichte und so weiter. Und dabei bin ich jetzt. Das sind weite Felder. Ja, aber sie sind überschaubar, weil hier ja auch ein nicht unbeträchtlicher Forschungsstand vorliegt. Ich muss ja nicht auf der grünen Wiese da anfangen, ja, sondern ich kann jetzt spezielle Fragen stellen, die mich interessieren. Zum Beispiel im Ersten Weltkrieg mich immer interessiert, wie haben also die Pfarrer und die Kirchen gepredigt, ne? Und wie haben sie sich zu den Kriegsereignissen gestellt und so weiter. Das macht der durchschnittliche Historiker überhaupt nicht. Ne? Das interessiert er nicht. Der durchschnittliche Historiker im Widerstand fragt auch nicht so sehr nach den Motiven der Handelnden, ne? Sondern er fragt nach den Zielen der Handelnden. Ja. Nicht? Und ich habe aber die Motivationsforschung betrieben. Das heißt, ich gehe im Grunde genommen immer in bestimmte Lücken hinein. Aber da kann ich nur hineingehen, weil das Übrige gut erforscht ist. Ja. Nun, wir sind mit Ihrem biografischen Teil durch. Ich würde Ihnen jetzt noch gerne einige Fragen stellen, die auf Erkenntnisse abzielen, die Sie im Laufe Ihres Lebens gesammelt haben. Und Sie haben einiges davon gerade schon angesprochen, und zwar sind Sie Wissenschaftler. Sie haben den Nationalsozialismus nicht nur erlebt, sondern auch zu ihm geforscht. Und einen Schwerpunkt, wie Sie gerade gesagt haben, bildete die Erforschung des Kreisauer Kreises. Sie schrieben Biografien über Helmuth James Graf von Moltke und Peter Graf Georg von Wartenburg. Was faszinierte Sie genau an dieser Widerstandsbewegung? Weil ich nachweisen kann, dass der Widerstand dieser Leute erwachsen ist aus ganz bestimmten theologischen und ethischen Prämissen, die für sie galten. Zum Beispiel das Gebot der allgemeinen Liebe, wie sie in der Bergpredigt und woanders ist. Das ist schnell gesagt, aber in der damaligen Zeit galt die Liebe nur der eigenen arischen Rasse und dem eigenen Vaterland. Da ist dann eine solche Orientierung, nicht, an Menschenrechten und so weiter, ist ein revolutionärer Widerstandsakt. Ja. Das muss man sehen. Und so kann man bei vielen dann nachweisen, dass sie aus einer tiefen Verantwortung als gläubige Christen gehandelt haben. Sie waren ja nicht so sehr getrieben von der Errichtung etwa einer demokratischen Gesellschaft oder so, wie die Gesellschaft nach dem Verschwinden Hitlers aussehen sollte. Darüber hatten sie auch einiges gesagt, aber sie hatten sich da nicht festgelegt, weil sie gut historisch denken konnten und immer sagen mussten, wir wissen ja nicht, wie der Krieg ausgeht. Ja. Ne? Dennoch habe ich
selber in Ihren Büchern dazu gelesen, zu den Vorstellungen, zu diesen grob schematischen Vorstellungen, die dieser Kreisauer Kreis eben für die Nachkriegszeit hatte, unabhängig von der Art und Weise, wie dieser Krieg nun ausginge. Glauben Sie, dass von allen Widerstandsbewegungen der NS-Zeit diejenige war, die, nun sagen wir, die konkretesten Vorstellungen von einem danach hatte? Bei weitem. Ja. Bei weitem. Das können Sie in Ösen noch mit dem Gördeler-Kreis, ne? Aber die hatten ja ganz andere Vorstellungen. Die wollten ja einen autoritären Staat errichten. Das wollten die Kreisauer nicht. Ja. Die wollten schon einen demokratischen Staat haben, einen pluralistischen Staat und so weiter. Ich kenne keine Entwürfe, die konkreter gewesen sind als die der Kreisauer. Dass da natürlich auch von hinten her gesehen auch manche Naivitäten und Unmöglichkeiten drinstehen, das ist doch ganz klar. Ja? Aber die Hauptlinie war klar, die Gründung eines Gemeinwesens auf dem Fundament von Werten, von Grund- und Menschenrechten. Das heißt also eine westliche Verfassungsorientierung. Entspricht diese Vorstellung, diese Planung der Zeit nach dem Kriege, die die Kreisauer unternommen haben, auch in Teilen der heutigen Lebensrealität? Also ich würde sagen, nur in Teilen. Nicht? Also die Kreisauer haben ja schon 1944 formuliert, ein vereintes Europa mit einheitlicher Währung und einheitlicher Regierung. Ja. Haben die schon gesagt. Das waren Europäer. Ja? Dies haben wir bis heute nicht verwirklicht. Und so könnte man vieles nennen, zum Beispiel auch die Eigentumsfragen bei Unternehmen und Betrieben. Die Kreisauer waren für ein mitbestimmtes Miteigentumssystem der der Städten und so, Unternehmen und so weiter. Also vieles von denen sind wir weit weg von denen. Aber anderes wiederum, wie Rechtsstaat, wie Unabhängigkeit der Justiz, Gewaltenteilung, das ist verwirklicht worden. Also man kann nie sagen, sie haben in allem Vorreiterdienste gemacht. Nein, nein, sie sind in bestimmten Überlegungen, auch in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands, bis heute nicht angenommen worden. Ja? Etwa dieser Europagedanke. Ja? Warum? Das haben sie aber gesagt, weil sie wussten, wenn wir jetzt wieder wie nach dem Ersten Weltkrieg anfangen, die Staaten neu zu organisieren, das ist die Wiedergeburt des Nationalismus. Und das war es dann ja auch. Ja. Ja? Und die haben gesagt, wir brauchen in Deutschland keine Grenzen zu verändern, wenn all diese Staaten föderal miteinander in einem vereinten Europa zusammenleben, gleiche europäische Regierung haben und so weiter und so weiter. Dann wäre dieser ganze, ja, wenn man so will, Teilung Europas, ne, nicht möglich gewesen. Sie haben zum Beispiel ja dann auch die übrig geblieben waren nach dem 20. Juli, Moltke war ja schon längst verhaftet im Dezember 1944, haben natürlich auch zum Kampf gegen den Bolschewismus aufgerufen und haben gesagt, wir müssen mit dem Westen Frieden schließen, ganz schnell, und müssen die ganzen Truppen nach Osten werfen, damit der Bolschewismus nicht Mitteleuropa erobert. Ja. Hat sich keiner nachgerichtet. Ja. Ne? Ist ganz anders gekommen. Also, Kreisau bedeutet Einlösung und bedeutet Nicht-Einlösung. Beides. Ja. Lassen Sie mich die nächste Frage mit einem Zitat von Ihnen beginnen. Es gibt in der Geschichte keine bedeutende Bewegung, die immer ihren Ursprüngen treu geblieben ist. Ob es das Christentum ist. Es muss immer wieder eine Besinnung auf die Ursprünge stattfinden. Sie sind evangelischer Theologe. Die Kirchen verlieren in Deutschland seit Jahren an Mitgliedern. Glauben Sie, dass die Lösung dieses Glaubensschwundes darin besteht, sich gerade in Bezug auf das Lutherjahr 2017 auf die ursprünglichen Werte zu besinnen? Man muss Luther also nur im Original begreifen und die Lösung ist gefunden? Nee. Man muss Luther im Original begreifen, um nicht die falschen Angebote der Lösungen von heute Glauben zu schenken.
Das heißt also, Luther im Original zu lesen, heißt ja, einen Menschen zu leben, der uns in vielen Dingen fremd ist. Er ist nämlich ein Mensch an der Schwelle zwischen Mittelalter und Neuzeit. Ja? Und Luther aus seinem historischen Kontext herauszulesen, ist aber wichtig, um all die Verzerrungen, die nach ihm gekommen sind, was da unter Luther und Luthertum gelaufen ist, hat mit dem Original Luther sehr wenig zu tun. Ja? Und auch heute ist die Gefahr, dass man sich wieder den Luther so zurechtbaut, wie man ihn heute gebrauchen kann. Ist ganz einfach. Nicht? Man braucht nur ganz bestimmte Schriften und Zitate zu bringen und dann meint man erwiesen zu haben, was er für heute sein kann. So einfach ist das nicht. Wozu uns das Lutherjahr bringen kann, ist im Grunde genommen, wie Luther zu fragen, was ist der Grund eines christlichen Glaubens? Und das ist ausschließlich die Verkündigung Jesu, wie wir sie im Neuen Testament haben und wie sie durch Paulus geschehen ist. Also, wenn überhaupt, Luther zurück zur Christologie, zurück zur Verantwortung des Christen in dieser Welt. Wir leben heute in einer globalisierten Welt. Das wird von einigen Theologen, soweit ich das als Laie beurteilen kann, auch als Grund dafür gesehen, warum die Kirchen an Bedeutung vielleicht verlieren. Wie kann die Rolle der Kirche in dieser globalisierten Welt quasi, in diesem Glaubensschwund und Werteverlust teilweise, sich erhalten? Welchen Platz kann die Kirche einnehmen? Ich schätze, dass die Kirche auch noch existiert, wenn ein anderer Interviewer einen anderen interviewt. Da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Denn solange dieses menschenfreundliche Evangelium, das sich mit diesem Jesus von Nazareth verbindet, zur Sprache gebracht wird, wird es Gemeinde geben. Wie groß sie ist und unter welchen Schwierigkeiten und so weiter sie ist, kann ich nicht voraussehen. Das kann ich nicht voraussehen. Man hat die Kirche schon öfter, etwa in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, auch schon gesagt, das ist ein Ausverkauf. Sie hat sich aber immer wieder restituiert, sie hat sich reformiert und so weiter und so weiter. Sie ist nach dem Krieg anders gewesen als im Krieg und vor dem Krieg und so weiter. Also die Kirche hat eine große Fähigkeit, sich zu wandeln, wenn Menschen da sind, die sich besinnen auf den Ursprung. Also die Besinnung auf den Ursprung ist einfach wichtig, aber ich kann den Ursprung nicht wiederherstellen. Ja. Ne? Ich kann keine Kirche, keine apostolische Kirche bauen oder so. Aber das, was dort gesagt ist und so weiter, das dann sozusagen von seinem Geist her in die Bedingungen des Heute zu bringen, das ist die Aufgabe. Damit komme ich zurecht und mehr will ich gar nicht. Ob die Kirche noch als Organisation so besteht wie heute, da gibt es Gründe zu sagen, nein. Aber die Frage ist ja auch, ob es nicht besser ist, eine Konzentration auf die Ursprünge und den Versuch, ihre Anwendung heute zu machen, als bei einer problematischen Expansion zu bleiben. Ist eine Entscheidung, die jeder selbst für sich fällen muss oder Generationen für sich fällen muss. Also ich finde die Tatsache, dass es eine katholische Kirche gibt in Rom als Weltkirche, ist für mich im Ganzen gesehen tröstlich. Auch wenn die Dinge sagen, die ich nicht akzeptieren kann, aber das ist nicht das Hauptkriterium. Sondern sie binden Menschen in ihrer Moralität, sie helfen Menschen, ihr Leben und ihr Sterben einigermaßen sinnvoll über die Bühne zu bringen und so weiter und so weiter. Also Religion wird immer ihre Funktion anthropologisch behalten. Ob die Organisation von Kirche, die wir heute noch haben, auch die katholische Zukunft hat, da kann man dran zweifeln.
Sehen Sie, ich habe ein Interview von Ihnen gelesen. In diesem Interview wurde gefragt, welches Verhältnis es damals während Ihrer Tübinger Studienzeit zwischen Professorinnen und Studierenden gab. Ja. Sie sagten, es gab gar keins. Nee. Sie studierten bei Rückert, Ebeling, Michel, Thielicke. Was meinen Sie, hat Ihnen das geschadet? Ist mit dem heutigen Verhältnis zwischen Professorinnen und Studierenden etwas gewonnen? Also für mich jetzt, die Kompensation dieser mangelnden Zuwendung der Professoren, das waren alles ziemliche Aristokraten, nicht? Um es freundlich zu sagen. Ja? Die kamen ja alle aus der Weimarer Zeit, zum Teil aus der Kaiserzeit und so weiter. Ne? Das waren Herren, nicht? Mit ein paar kleinen Ausnahmen, aber im Ganzen Sinne waren sie Herren und so weiter. Von denen habe ich aber dann in Vorlesungsseminaren viel gelernt. Und die eigentliche kirchliche Sozialisation haben wir wiederum durch Studentengemeinde und durch unseren Pfadfinderbund, der ja dann weiterlief, ne, bekommen. Wir waren gar nicht auf diese Leute angewiesen in der Entwicklung unserer Religiosität. Das wäre ja auch ein Ding gewesen. Der Unterschied von damals und heute, wie ich es dann erlebt habe, ist natürlich klar. Wir waren alle viel offener gegenüber den Studenten, den Studierenden und hatten keine Probleme, waren nicht aristokratisch oder sowas, glaube ich nicht. Wir waren ja auch schon demokratisch sozialisiert, was ja unsere Lehrer alle nicht waren. Alle nicht. Nicht? Das ist ein Unterschied. Ob das nun unbedingt ein Vorteil ist, das muss jeder entscheiden, wer es erlebt. Wenn man sich sowohl ihr parteipolitisches Schaffen als auch ihr wissenschaftlichen, ja, sagen wir, Fokus und Schwerpunkt ansieht, dann gibt es immer verschiedene Kernbegriffe quasi. Es geht um Glauben, es geht vor allem aber auch um das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft. Was glauben Sie, ist der Beitrag, den das Individuum zur Gesellschaft leisten muss, heute ein anderer als vor wenigen Jahrzehnten noch? Das Letztere weiß ich nicht, aber eins weiß ich ziemlich genau. Ich muss einen Begriff, und nicht nur Begriff, sondern dem muss das Leben entsprechen. Als Individuum bin ich eine einmalige Ausgabe. Aber als Individuum existiere ich nicht, sondern ich existiere nur als Mitmensch, als Person. Und ich und du gehören dialektisch in ihrer Unterschiedenheit, aber unzertrennbar zusammen. Und ich und du als wir, das ist meine Denkkategorie, die habe ich gelernt. Von Anfang an. Ich kann sehr individualistisch sein, ich kann sehr solidarisch sein, beides muss sein. Ne? Und von daher gesehen ist für mich eine Personalität ohne Sozialität, ohne Gemeinschaftlichkeit Nicht möglich. nicht möglich. Gut. Vielen Dank dafür. Jetzt muss ich Sie noch mit einigen Begriffen konfrontieren. Das ist der letzte Teil dieses Interviews. Es geht darum, dass wir einige Begriffe vorgeben, die Sie mit kurzen Statements kommentieren. Ja. Gut. Der erste ist Burka-Verbot. Habe ich noch nicht so ganz ernsthaft drüber nachgedacht. VfL Bochum. Ich freue mich, wenn der VfL gewinnt, aber ich habe ein durch und durch Schalker Herz. Dietrich Bonhoeffer. Einer für mich größten Theologen, der aber in seiner politischen Relevanz überschätzt wird. Agenda 2010. Trotz Bedenken mit den Folgen, die Voraussetzungen unserer Konjunktur. Postfaktisches Zeitalter. Ja, das können sich nur Spinner erlauben. Okay, ja. Altersarmut. Wenn Altersarmut diskutiert wird, die ich nicht bezweifle,
muss aber gleichzeitig über Altersreichtum diskutiert werden. Denn die Frage der Gerechtigkeit ist dann eine Frage des Willens zur gesetzlichen Umverteilung. Loyalität. Eines der wichtigsten ethischen Kategorien und Praktiken, die es überhaupt gibt. Rot-Rot-Grün. Wenn Sie eine parlamentarische Mehrheit bekommen, müssen wir auch dieses wagen. Das war der letzte Begriff. Ja. Nun habe ich noch eine allerletzte Frage dieses Interviews. Wie geht's weiter? Also im Moment befasse ich mich mit Luther und habe ja da schon einiges gedruckt und jetzt bin ich bei dem Luther-Jubiläum 1883. Das ist gerade, liegt in den letzten Zügen. Also ich habe keine Sorge, dass mir die Themen ausgehen. Die einzige Sorge, die wir haben in unserem Alter, ist, dass wir einigermaßen gesund bleiben.